Oh. Wir nehmen natürlich normal. Ich nehme immer normal. Also, ja. Wir nehmen normal. "12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Und schon sind wir im Spiel. Heftig, warum lebt er jetzt noch? Das ist zu erfahren. Thirsty. So thirsty. My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary!
Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. No. Mary. Mary. No. 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 What have I done? This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. No, no, don't shoot. Ein teurer Drink, This ja. is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. No, please, stop. I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Ah, das kann ich. Now, I can defend myself. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Ich weiß nicht, warum die Schrift so weit rechts ist. Sonst muss ich die Kerlen doch auf die linke Seite setzen. Who are you? Stupid beast! Ja. Oh, fuck. I'm sorry. Wenigstens entschuldigt er sich, ja. No, please, stop! Who are you? What do you want? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? That'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Er hat hier Sonnencreme vergessen, genau. Nein, Milchshakes, er schießt mich nicht durch. Ah, schön. I need to find somewhere to hide. Ja, vielleicht. Let me go! Oder nicht. Aua. Okay, ausweichen wird ein bisschen schwierig gerade. Ich muss mich erst an die Steuerung I gewöhnen. need to find shelter. Ach, hier. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Ich muss das so oft aus- und einblenden. Kannst du dich austrocknen und dich sein? Oder kommt das erst später? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Oh. Ich glaube, bei sowas muss ich mich nicht ausblenden. Hoffentlich. Okay, vielleicht auch.
brother. What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Also ist schon cool gemacht. Oh, langsamer laufen. Oh Gott, stimmt. Ich muss ja sehr viel lesen. Oh je. Darauf war ich nicht vorbereitet. Jetzt bin ich so verwöhnt von Rise of the Tomb Raider. Oh, Feuer und Sonne. Blutzucker fürchten sich nicht vor der Sonne oder Feuer. Sie verbrennen auch nicht oder werden zu Asche. Wenn sie Tageslicht abbekommen. Ja, lesen ist so meine Stelle, merkt man direkt. Wenn sie Tageslicht abbekommen. Aber es tut ihnen wirklich völlig weh. Ich habe mal persönlich einen Vampyr an einen Baum gebunden, um zu sehen, was passiert, wenn die Sonne aufgeht. Seine Haut schwärzte sich in ein paar Minuten, als ob er von innen verbrennen würde. Seine Augen und sein Fleisch schmolzen und ich sah, wie sich seine unheiligen Knochen bewegten und quietschten, als das Monster den ganzen Tag versuchte, freizukommen. Am Ende war er nur noch eine ausgetrocknete Leiche, die sich aber wieder erholte, nachdem die Sonne hinter dem Horizont untergegangen war. Ich schnitt ihm den Kopf ab, um ihn schlussendlich zu vernichten. Als ich dasselbe mit Feuer versuchte, verkohlte ein anderer Blutsauger wie immer zu Asche. Feuer ist die Waffe unserer Wahl, Brüder. Man tötet die Biester am besten, indem man sie verbrennt. Kennt eure Feinde von Karl Eldridge, Anführer der Wache von Priven, glaube ich. Oh Gott, lesen, ey, ich hasse es. Schlinge, 5 Schillinge. I had better remain here until nightfall. Oh no. Lecker. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fence it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Jetzt habe ich eine Uhr. Oh. Flasche mit Alkohol. Erstmal besaufen hier. Die DPI mal ein bisschen runtergesetzt. War jetzt ein bisschen zu schnell. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Habe ich jetzt entschieden, dass ich bei solchen Sachen mich nicht immer ein- und ausblende, sonst wird das zur dauerhaften Sache.
Eine Spritze. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Boah, diese Überblendungen, ey, holy shit. No, it never got easy. Stört eine Facecam bei Cutscenes überhaupt nicht. Wenn das stört, soll es meiner Meinung nach selbst spielen. Ja. Also 2 in der Nacht, aua. 2 in der Nacht. Ja, ich habe das einfach zur Gewohnheit, dass ich bei Cutscenes mich ausblende. Zumindest für den Anfang. Was für Text. Oh, ist das viel Text. Ich hasse es. Jetzt muss ich mich konzentrieren aufs Lesen. Blutiges Tagebuch. 15. Oktober. Wieso kann ich habe noch nicht mal. Toll. Ich habe noch nicht mal eine Hilfe jetzt. Egal. 15. Oktober schlecht geschlafen. Becky hat die ganze Nacht lang gehustet und das Fieber lässt sie fantasieren. Am Morgen hörte ich großen Lärm. Er kommt von einer riesigen Maschine, die ein paar Männer zum Ufer gebracht haben, um ein großes Loch zu graben, eine Art von Schaufellader. Vielleicht könnte ich zu ihnen gehen und nach Arbeit fragen. Becky braucht Medizin. 16. Oktober. Ich habe mit den Männern am Schaufellader geredet. Sie sagt mir, dass sie überall in London Massengräber graben. Offenbar Vorsichtsmaßnahmen. Gibt es eine neue Epidemie? Kommt die Grippe zurück? Sie hatten keine Arbeit für mich. Becky hat letzte Nacht etwas geschlafen. Die Gießerei wurde geschlossen und es gibt hier keine Arbeit mehr. 19. Oktober. Ich ging nach London, um ein paar Lebensmittel und Medikamente zu finden. Keine Züge. Es hat den ganzen Tag gedauert, über die Themse und zurückzukommen. Becky scheint es besser zu gehen. Ich habe Suppe gekocht, die sie gegessen hat. Medizin habe ich keine gefunden. Nur ein paar Spritzen und Schlaftabletten auf dem Schwarzmarkt. Wir haben kein Geld mehr. Vielleicht schaffe ich es, morgen ins Pembroke Hospital zu gehen. Es ist aber so weit weg und ich habe Angst, meine Frau so lange allein zu lassen. 19. Oktober. Becky hat sich ein paar Stunden nach dem Essen übergeben. Sie ist inzwischen so schwach, dass ich weinen möchte. Sie sagt, bei Nacht höre sie draußen Stimmen. Sie sagt, sie möchte Fleisch essen. Wo soll ich Fleisch hernehmen? Morgen werde ich das Haus gegen Plünderer verbarrikadieren. 21. Oktober. Die Männer mit Schaufellader haben aufgehört, das Massengrab auszuheben. Ich habe letzte Nacht Schreie gehört, als ob sie angegriffen wurden. Jetzt gibt es nur noch Boote, die Tag und Nacht Leichen in das riesige Loch werfen. Der Gestank ist furchtbar. Wir hätten das Haus schon vor einer Woche verlassen sollen. Doch Becky, sie weigert sich zu gehen. Sie würde lieber sterben, hat sie in einem scheußlichen Lächeln gesagt. Wieso quält sie mich so? 22. Oktober. Becky hat mich eben angefallen. Sie hat mich von der Treppe aus angesprungen und hat versucht, mich zu beißen. Ich musste sie schlagen und sie hat zurückgeschlagen. Ich bin nach oben geflüchtet und habe mich im Schlafzimmer eingesperrt. Ich höre sie jetzt unten jammern und etwas murmeln. Ich habe die Waffe geholt, die ich seit dem Krieg zum Schutz des Hauses über der Zimmerdecke versteckt hatte. Ich bin jetzt tatsächlich bereit, sie einzusetzen, um mich vor meiner eigenen Ehefrau zu schützen. Was war das denn? Ich habe gar nichts gemacht. Okay, das war gruselig. Ich habe gar nichts gemacht. 23. Oktober. Ich konnte überhaupt nicht schlafen, hat die ganze Zeit hindurch an der Tür gekratzt, mich um Hilfe gebeten und angefleht, sie zu öffnen. Aber ich habe zu viel Angst. Ich warte jetzt nur noch auf ihren Tod. Es dauert nicht mehr lange. Ich bete, dass Gott es bald beenden wird. 24. Oktober. Heute Morgen war ich so hungrig. Ich habe versucht, runterzugehen. Becky hat in dem Sessel beim Kamin gesessen. Sie hat wie ein Hund gehäschelt und mich beobachtet, ohne sich zu bewegen. Nur ihre Augen sind mir durch den Raum gefolgt. Ich habe mit der Waffe auf ihr wundes Gesicht gezielt.
Sie hat nichts getan. Ich konnte nicht abdrücken. Ich bin zurück in mein Zimmer gegangen. 25. Oktober. Das Haus ist still wie ein Grab, keine Geräusche mehr. Ecki ist jetzt tot. Vergib mir, meine Liebe. Ich konnte dich nicht retten. Ich werde früh genug wieder bei dir sein. Ah. Boah, ey. Zu viel Text. Also heute muss ich mehr trinken, glaube ich. Oh, ey. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Ist eine cooles Spiel, hat Spaß gemacht. GG. Genau. Spiel ist vorbei. Na gut. Das wäre jetzt so einfach. Toll. Der macht das wieder sauber. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Oh. Betten im Unterschlupf ermöglichen es dir, dich zu entwickeln und auszuruhen. Sammle Erfahrungspunkte, um Stufen aufzusteigen und deine Vampirsinne zu verbessern. Mit der, außer der, der verfügbaren Fähigkeit Autophagie. Autophagie? Aus dein eigenes Blut, um deinen normalen und angesammelten Schaden sofort zu heilen. Und für sich stärker drücke, okay. Der Vampir nutzt die Kraft seines Blutes, um normalen und angesammelten Schaden zu heilen und die Regeneration seines Fleisches, seiner Nerven und seiner Knochen zu erhöhen. Mit der Zeit kann die Vampirfähigkeit sehr mächtig werden und so manchen unvorbereiteten Vampirjäger überrumpeln. Wir glauben, dass Vampire unsterblich sind, das ist wahr, aber wenn man ihrer unnatürlichen Regenerationsfähigkeit ein Ende setzen kann, sind sie schwächer, als man denken würde. Das genügend EP, um eine Angriffsfähigkeit freizuschalten. Wähle eine aus und schalte sie frei. Da kann ich auch nur aggressiv. Ein Schlag mit kurzer Reichweite, der alle Lebewesen vor dir aufschlitzt. Du wirst einen Schwer aus Blut, der Gegner vor dir durchbohren kann. Du erzeugst eine Schattenwolke an deinen Füßen oder denen deines Ziels. Nach einer kurzer Zeit explodiert die Wolke und verursacht schweren Schaden. Puh, Blut, Schatten. Schatten? Ich hab einen Schatten. Okay, Entschuldigung, der war schlecht. Oh, ich kann doch nur bei so einer Scheiße lachen, ey. Puh. Dieser Satz, Sterben verursacht Schaden. 220. Schatten, ich weiß nicht, was das ist. Ach so, Schattennebel. Ach. Mit Schaden so. Zielbereich, alle Bereiche werden Schattenwandeln getroffen. Das ist auch cool.
Boah, ich weiß noch nicht, wie ich kämpfen will. Der Vampir umhüllt sein Opfer mit Schatten, die nach einer bestimmten Zeit explodieren. Diese Explosion verfügt allen im Umkreis mit nadelgleichen schweren Schaden zu. Viele Vampire verwenden diese Fähigkeit, um Gegnergruppen aus der Entfernung auszuschalten. Sie glauben, uns mit ihrem Werkzeug herausfordern zu können, doch niemand kann den Schatten trotzen. Das ist schon cool und interessant. Okay, das Bild sieht auch cool aus. Der Vampir verwendet sein eigenes Blut und schleudert es wie ein Speer von sich. Diese Art von Kraft muss für einige Vampire lange Zeit kanalisiert werden, ist jedoch auf weite und mittlere Distanz absolut tödlich. Für Vampire, die den Nahkampf meiden möchten, stellt sie ein mächtiges übernatürliches Werkzeug dar. Wenn du einen Angriff eines Blutsaugers nicht entgehen kannst, dann versuch zumindest den Mund geschlossen zu halten. Als natürliche Jäger haben Vampire einige Gaben von Mutter Natur erhalten. Dazu zählen Klauen anstelle von Fingernägeln. Diese natürliche Waffen können Gewebe mühelos durchtrennen und eignen sich besonders dazu, die Adern ihrer Beute zu durchtrennen. Wenn du von einem deinen Klauen Gebrauch machst, wirst du die Menschen anders sehen. Sie sind nichts als zartes, verwundbares Fleisch. Ich tendiere zwar zwischen Blutspeer und Schattennebel, aber ich finde den Schattennebel irgendwie interessanter. Mehr kann ich gerade nicht machen, leider. Klauen, ich möchte mehr auf Distanz sein. Das hat halt nah und das hat einen größeren Bereich. Ich glaube, Schattennebel ist ganz cool. Das ist auch ziemlich cool aus, ja, aber da benutze ich halt Blut. Nee, ich glaube, ich nehme den Schattennebel. Ich denke mal, das ist ganz cool. Ich glaube, damit habe ich auch noch nicht gespielt. Wähle jetzt aus, um an der Auswahl zu speichern. Oder bestätigen. Das noch was machen. Deine Gesundheit, Durchhaltevermögen, Ausdauer. Blutkapazität, Blutaufnahme, wenn bis im Kampf verwendet wird. Ah. Ich weiß nicht, wie schnell sterben werde. Mach das mal. Ich habe gar nicht. Ach man, 135 brauche ich. Ach so. Okay, dann bestätige ich jetzt. So. Ja. Kleines, aber feines Skillsystem. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Erreichen Northbank. Schnell zum schnell sterben, Vendra ja. Benutzer definitiv. Achso. Nein, mach das weg. Achso, mit F. Okay, das geht zurück. Wie kann man denn. Achso, Q und E. Kann man irgendwie. Oh, was ist das? Da kann man übrigens schon mal die Leute sehen. Also nicht viel. Man kann halt nur diese Fragezeichen sehen, aktuell. Man sieht, gibt es hier Kapitel, das ist Kapitel, das ist Können. So gehe ich zurück. Okay. Ach du Scheiße, Sammelobjekte. Das wird ja lustig. Kennt mich ja. Achso, das ist. Okay, und das bin ich. Okay. 1 und 2. Was war nochmal die Ausweichtaste? Ich habe die jetzt schon wieder vergessen. Hallo Diana. Northbank. Okay. Ach ja, stimmt. Oben ist er eh. Okay. Eure Dinge. Oh. Ist mir geht's ja gut. Wie geht's dir? Die Frau ist weg. Also Ray.
Oh, die Frau These ist... people want me dead. I need to leave now. Ja, wir lieben auch jetzt. Here's the leech. Here! Cool. Brauche ich auch im Real Life. My head's spinning. Immer, wir haben Zeit. Okay, vielleicht haben wir auch keine Zeit. Jetzt habe ich Angst. Moment, ich muss hier erstmal trotzdem alles anschauen. Oh, guck mal. Was Nebenwaffen können durch Drücken von rechte Maustaste verwendet werden. Mit ihnen kannst du spezielle Angriffe ausführen, die Ausdauer verbrauchen. Oh. Okay. Wie gesagt, Steuer ist ein bisschen... Boah, blendet das. Holy shit. Du bist 10 Tage krankgeschrieben. Oh je. Besserung. Uff. Ja, dann erst recht gute Besserung. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Was? Drücke rechte Masse, um einen Flock zu verwenden und Schockschaden zu verursachen. Du kannst einen geschockten Feind beißen. Drücke F, um einen geschockten Gegner zu beißen. Durch den Biss erhältst du Blut, das für Fähigkeit verwendet werden wird und ein Gesundheitsbalken aufwirft. Nom 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 nom. The strength I never knew I had. Das ist schon cool. Okay, ich möchte aber erst gucken, ob hier noch was ist. Die scheinen immer zu sein, ja. Ja. Okay. Ah, mit Schlag hast du was. Every sinew, every fiber of my being is fire. Oh. Ich glaube, die Ausweichtaste werde ich auch auf eine Maustaste legen. Oh. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Ja, ich werde das mal kurz einstellen. Kann man das überhaupt machen? Gameplay, Controller. Nee, nicht Controller, Tasten. Advisiert. Optionen. Was ist denn das? Sinne verwenden V. Mhm. Den Band sehen. Achso, warte mal. Hier wahrscheinlich ausweichen. Achso. Ja, warte. So. Okay, ich glaube, das war's. STG mit Umschalten, ja gut. Ah ne, mit Maustrate geht das auch. Okay. So. Ja, das ist besser. Ah, und das sind meine Vampirsinne. Also das ist wie Tomb Raider mit Q. Praktisch. Verbraucht das was? Nö. Aber V ist eine Scheißtaste, muss ich sagen.
muss ich meine Hand voll bewegen. Stabil. Boah, voll stabil hier. Okay. Werden mir dann auch Sachen angezeigt? Oder wie? Keine Ahnung. So lange her, als ich zuletzt gespielt habe. König und Vaterland brauchen Sie. Schließen Sie sich mit britischen Truppen an und helfen Sie unseren tapferen Jungs an die Front. Ja, an der Front. So. König und Vaterland brauchen Sie. Ja, okay. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Oh, guck mal. I can't believe I'm doing this. Also ich kann Ratten aussaugen. This is despicable. It's locked. Finde ich lustig, irgendwie die Reaktion darauf. It's locked, all right. Okay, okay. Was kaputt machen? The dizziness from the jump. I can now control it. Aber Vampir sind es wirklich nur für Nahrung und so, ne? Also Ratten beispielsweise. Aber hier wird nie angezeigt. Lecker Ratten. Nom, nom, nom. I can't believe I'm doing this. Aber jetzt ist aber mein Blut voll. Ist doch was dran da. Hallo Sniper. Wie schon wieder, da hör mal. What will London have to say to me? Ja. I've so many questions unanswered. Ich hoffe, der Sound von dem Spiel ist okay, oder? Also sollte. Ich hab's vorhin ein bisschen getestet. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Ah, Fresh blood. The smell is so strong. aber bevor wir da hingehen, will ich erstmal hier. Aha. Also, können wir das kaputt machen? Oh, This is a slaughterhouse. oh. It's locked. Ach toll. Da ist eine Hand. Guck mal, eine süße kleine Hand. Oh, warte mal, hier Leute. Hat die was gewaschen? Okay, ich weiß nicht warum, aber eine süße Hand. Könnte mal eine kleine süße Hand sein. Something dire must have come about. Where has everyone gone?
Unterstufe ist ein Bezirk wie auf deiner Karte. Oh. Du hast einen neuen Unterschlupf gefunden. Hier kannst du deine EP verteilen, während du dich ausruhst oder Gegenstände am Arbeitstisch herstellen. Cool. Achso, Munition. Warte mal, was man gedruckt hat. Ja. Ups, ich habe es nicht gelesen. Egal, da stand wahrscheinlich, sie können die Gegenstände herstellen und so ein Kram. Ich habe das übersehen. Habe ich überhaupt 500 habe ich. Ich glaube, ich mache lieber die Ausdauer hoch. Ausdauer ist, glaube ich, besser. Folgende Nacht. Oh je. Stimmt. Je nachdem, wie oft ich schlafe und so, passiert irgendwas. Entweder wird es schlimmer oder schlecht oder besser. V. Huch. At last, a little life. Hallo. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Jetzt fängt er nämlich an mit den ganzen Dialogen. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Ja, hat er recht. I'll leave you to your bottle then. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week.
How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Was ist das eigentlich für ein Game? Also, wir sind auf irgendeiner Weise zum Vampir geworden durch jemanden. Und den versuchen wir man versucht herauszufinden, wer es ist. Wer ihn zum Vampir gemacht hat. Und ganz am Anfang hat man halt gesehen, dass er halt durstig nach Blut war. Dann hat er seine Schwester gebissen. Und sie ist natürlich gestorben. Und ja. Jetzt sucht er halt den Schuldigen, der ihn zum Vampir gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt weiß, dass er ein Vampir ist, aber ich schätze schon. Und ansonsten, was ich noch weiß, soweit ich weiß, ist der hier, also unser... Wie heißt der? Jonathan? Hieß er Jonathan? Ich bin mir gerade unsicher. Warte, steht das hier? Ja, Jonathan Reed heißt er. Soweit ich weiß, ist der auch Doktor. Aber wie du gerade gesehen hast, muss man hier einige Dialoge führen, um irgendwas herauszufinden. Aber das ist noch relativ einfach gehalten. Boah. Aber wir sind noch ganz am Anfang. Also hast du noch nicht viel verpasst. Ich glaube, das Spiel ist noch nicht mal so krass bekannt, muss ich sagen. Ist irgendwie untergegangen, als es rauskam. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. They're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word with anyone. Well, that's something I can do for you. And who might you be? Ja, hier sieht man, soweit ich weiß, sind das so Entscheidungen, die sind halt einmalig. Also man kann jetzt skeptisch sein, man kann aber auch direkt ehrlich sein. Ich weiß nicht, ich frage nicht. Ich glaube, sie zuerst. Stimmt das? Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul.
I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Oh, Lügner. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Ja, ich glaub schon. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Go hunt your shadow. Okay. Oh, da ist noch jemand Unbekanntes. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Oh, aber das Someone must know something. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on.
It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk as usual. But my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Außerdem einen Hinweis entdeckt. Dieser enthüllt eine geheime Information über einen Bürger oder über jemanden, der mit ihm in Zusammenhang steht. Als Vampir benötigst du menschliches Blut, um dich zu entwickeln. Der Balken in der Blutqualität zeigt die EP an, die du erhalten wirst, wenn du einen Bürger aussaugst. Freigeschaltete Hinweise hören die Menge dieser EP. Tom und William Bishop waren früher mal gute Freunde. Wie richtige Detektivarbeit. Erschöpfung. Behandlung gegen Erschöpfung. Ja, und man kann die halt heilen. So. Ach, wer hat so nichts zu sagen, oder? Please, leave me alone. Oh, okay. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Okay, da. I'll leave you to your bottle then. Reden wir nochmal mit ihm, wenn es geht. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Als Vampir kannst du einen Bürger mit Hilfe eines gefundenen Hinweises dazu bringen, Informationen preiszugeben. Blaue Dialogoptionen. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Okay. Folge den Mörder, untersuche die Boote. Eine gute Sache hat das Spiel ja. In den ganzen Dialogen muss ich nicht so viel reden. Das ist sehr praktisch. Schont meine Stimme. Aber wenn ich dann lesen muss, dann schont es weniger meine Stimme. Gab's hier oben denn noch was? I cannot enter. Kann ich auch mit dir reden? Please, leave me alone. Okay. Hier irgendwas?
Ja, scheint nicht so. Okay. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Dritten arbeiten Hand in Hand. Wir suchen Arbeiter, die technische oder verwandte Berufe gelernt haben. Melden Sie sich noch heute freiwillig für die Rüstungsindustrie. Unterstützt die Männer an der Front mit ausreichend Munition. Ihr werdet genug verdienen an die Fließbänder und versorgt die Front. Ja. Ich muss ja sagen, ich mag diesen Stil von London und so. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie cool. Was sind denn die anderen Sachen, die angezeigt werden? Das ist die hier, Unterschlupf. Und die Boote. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Lecker. Machen wir erstmal weiter This man was untersuchen. armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Erstmal lesen. 30. Oktober vor G. McCallum an Dock patrouillieren. Treff Methode bei den Docks. Wir glauben, dass ein dreckiger Blutsauger seine Finger im Spiel hat. Findet das Biest, schaltet es aus und zwar schnell. Achtung, laut jüngsten Berichten ist der Vampir äußerst brutal. Nähert euch nur mit größter Vorsicht. Ich weiß, dass wir in diesem Teil der Stadt zu wenige Männer haben, doch schickt keine Anfänger los, um der Sache nachzugehen. Wenn ich recht habe, tötet dieser Wilde jede Nachzucht wie immer zuerst verlassene Orte ab. Also alte Häuser, Keller, die Kanalisation oder Lagerhallen. Vernichtet den Blutsaugerbrüder. These men, they're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Okay. Ist hier sonst noch was? Ah ja, anscheinend muss ich da hin. Ui. Das ist super praktisch, ich brauche das auch. Im Real Life. Einfach irgendwo hinswitchen. Oh. Aluminiumpulver. Was Lautus. Außerhalb des Kampflaus hinter einem Feind. Ja, das war nicht so. Wie konnte der lautlos sein? Ich weiß es nicht. Okay. Shut that foolish mouth of yours. You ever known McCullum to be wrong about anything? Right. No time I can remember. But I've only been part of the guard 3 weeks to the day. All the more reason to shut the ceremony. Okay. Man says a bloodsucker's dug in here. You've got one job. So wegbleiben. Are you deaf? Easy. Was? Rüste deine Schusswaffen aus, drücke rechte Maustaste, um sie einzusetzen und sowohl normal als auch Schockschaden zu verursachen. Beachte, dass deine Munition begrenzt ist. So T und G. Nicht hier, ne?
Ich weiß nicht, wie es geht. Moment. Werde ich vielleicht noch herausfinden. Ich töte übrigens die ganzen Jäger, damit ich genug EP bekomme. Ups. Leuchtet noch was. Konnte ich denn? Ah, so kann ich drücke V, um Gegner in der Nähe zu. Okay. Manche Gegner können gewissen Schadensarten besser widerstehen. Es gibt 4 Arten von Widerständen. Physisch, Nahkampf, Fernkampf, Blut, Schatten. Ah, Widerstand. Ah, okay. Der ist jetzt zum Beispiel auf Nahkampf und Fernkampf ist er. Kräfte, Blut, Schatten. Orange weist auf eine mittlere Widerstandsfähigkeit hin. Rot hingegen auf eine hohe Widerstandsfähigkeit. Schatten ist er zum Beispiel komplett schlecht. Aua! Aua! Nom 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 nom. Instant tot. Ah, da sind noch ein paar. Was ist denn Tee? Aber Tee. Sir, step away. Okay. Sorry, sir. No admittance. See them? See close. This one's a top. Oh Gott. Ah, jetzt. Okay. Kampfsystem ist ein bisschen weird. Es ist eher so eine Controller-Steuerung. Kaputt machen. Ja. Oh je. Praktiken und neue Taktiken. Ich weiß, manche unserer Gefährten glauben, ihr größter Vorteil im Kampf gegen die Blutsauger sei, dass sie tagsüber nicht rausgehen. Also können wir ihre Verstecke suchen und sie ausschalten, während sie hilflos schlafen. Das ist ein Anfängerfehler. Erstmal sind Vampire listig und sie haben viele Finten und Tricks parat, um ihre Verstecken nicht gut gefunden zu werden. In ihren Verstecken nicht gut gefunden zu werden. Zweitens stellen sie gefährliche Fallen, um jede, die ihre kostbaren barsten Rückzugsort eindringen, zu töten. Es würde uns zu viel Zeit und zu viele Leben kosten, Vampire in ihrem Verstecken zu finden und auszulöschen. Die beste Taktik ist, ihnen zu folgen und sie zu vernichten, wenn sie wirklich am verwundbarsten sind. Nachts, wenn sie jagen. Dann ist es einfacher, sie anzugreifen, da sie leicht entdeckt werden können. Deshalb muss die Wache von Privilin neue Taktiken zur Jagd auf die Blutsauger entwickeln und anwenden. Kleine bewegliche Patrouillen und Taktiken, die wissenschaftlichen Fortschritt und moderne Kommunikationswege nutzen. Wir können viel vom Krieg in Frankreich lernen. Neue Strategien, neue Ausrüstung und neue Waffen. Granaten, weißer Phosphor, ultraviolettes Licht, kugelsichere Westen und Flammenwerfer. Die Wache von Priven muss im 20. Jahrhundert ankommen. Aus ein neuer Krieg von Geoffrey McCallum, Anführer der Wache von Priven. Priven? Ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen wird. Oh. Ich tue mir ein bisschen, also ich tue mich ein bisschen schwer mit englischen Namen und so. Besonders in so London ist, also britisch Englisch ist.
Ui. Also falls ich mal was falsch ausspreche, tut's mir leid. Kann ich nichts für machen. Nein. Kannst ja versuchen. Ui. Sollte man irgendwie langsamer gehen? Also. Oder C. Ach, egal. Was habe ich? Ich habe irgendwie die Waffe gewechselt. Wie habe ich das denn gemacht? Wie habe ich die Waffe gewechselt? Hey? Oh. Upsi. Hey, wie habe ich das gemacht? Also steht G. G und T. Für das nächste Spiel, wo du sterben kannst, habe ich eine tolle Idee. Für jeden Tod einen kurzen. Oh je. Am besten bei Ori. Hey, dann bin ich auch komplett besoffen hier. Oder nicht besoffen streamen. Also könnte ich schon, aber nein. Ich muss doch kurz gucken bei Ian. Q gedrückt halten. Ausweichen. Habe ich ja eingestellt. Gedrückt halten. Offizielle. Kann man das irgendwie ändern? Schießen Rechtler. Verbrauchsmaterial. Achso, das sind Verbrauchsmaterial. So. 8Z und C. Oh, warte mal. Das ist englische Tastatur. Moment, ich mache es auf Y. Oh. Ah. Okay. Bleib beim Vlog. Ist auch noch einer. Da muss ich runter. Warum stand da gerade T? Ich will jetzt noch um T da stehen. Ja, das geht gut. Achso, hier sind wir. Okay. Folge weiter der Blutspur. Ratten finden sich häufig in der Nähe von Unterstüpfen. Deine Sinne helfen dir gleich zu finden. Ja, Ratten auslutschen. Okay. Oh. Ja, Unterschlupf. Oh, hier ist ein Toter. Okay. Okay. Was? Du hast ausreichend Bestandteile, um eine deiner Waffen zu verbessern. Ach so, ich habe ja... sagt mir das keiner, dass ich keine... Das, warte mal. Nee, warte mal. Das da. Die hat nur 2, ne? Den Vlog verbessern. Dann machen wir das hier. Machete. Weiß nicht, ob ich... Das ist Schaden um 10. Bitter Schaden oder verbesserte Hunter. Achso, oder. Das Schaden um 10%. Verbrauch. Ich glaube, ich mache Schaden. Oder kann ich beides? Ich kann beides. Ich glaube, ich kann mich nur... Ich kann mich nur für eine Sache entscheiden. Okay, dann machen wir das. So. Okay. Das? Wiederverwerten.
Herstellen, wiederverwerten. Soll ich das machen? Okay, dann kann man das einfach machen. Minuten weg und wieder ein paar Punkte mehr, das gefällt mir. Ah, praktisch, oder? Okay. Das macht tolle Geräusche. Okay. Hallo Nora, na? Ausdauer. Geht, Vampir sein, das geht. Defensiv, Blutbarriere. Überzeugt eine unsichtbare Barriere, die direkt Schaden absorbiert, bis sie verschwindet und zerstört wird. Okay, Vampire, die sich davor fürchten, Schaden zu erleiden, sind mit der Fähigkeit Widerstandsfähigkeit vertraut. Okay, was ist eine Übersetzung? Die Blutfähigkeit schützt den Vampir vor direktem Schaden. Leider hindert sie Vampire jedoch nicht daran, von Gegnern gegriffen zu werden. Oh je. Kannst mir wehtun, aber nur wenn du mich auch erwischst. Gerinnung. Der Vampir kontrolliert und unterbricht die Blutzirkulation der Beute, was sie wehrlos macht. Es ist einfach etwas zu töten, das sich nicht bewegen kann. Oh, das ist auch cool. Okay. Für den verursachten Schaden, wenn bis im Kampf verwendet wird. 1400 Schaden. Wow. Das ist kein Glas, das ist so eine Flasche, so ein Shake-Ding. Die Regeneration der Lebenspunkte, wenn bis im Kampf verwendet wird. Regeneration ist halt auch sehr praktisch, aber dafür muss ich halt nah dran, ne? 505 EP. Mal die Gesundheit auf. Kann ich das direkt auf? Ja, ich muss es nach und nach lernen. Das finde ich halt gut. Ich habe überhaupt so viel? Nee, ich habe gar nicht so viel. Nee. Tätigen. Die folgende Nacht. Noch kann nicht so viel passieren. Dieser neu gespawnt, aber ich folge. Wo der ist gerade? Ist vielleicht nicht die beste. Ich glaube, ich werde das tatsächlich auch umändern. Moment. Das ist ein bisschen kompliziert, wenn man langsam gehen möchte. B ist... Okay, das ist irgendwie weird. B, was ist das denn für eine Tastenkombi? Dann lieber... Eine Maustaste ist einfacher. Dann kann ich nämlich so machen. Und das ist ausweichen dann. Großer Durst. Ja, wir trinken auch als Vampir. Ja. Muss das. Oh, fuck. Respekt an die Leute, die das auf schwer spielen, ne? Könnte ich gar nicht. Steuerung ist echt ein bisschen weird.
Also, jetzt folgen wir mal weiter der Blutspur. Auf Doc. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Benutze Sense. Rüste eine zweihändige Waffe aus und drücke rechts Maustaste, um ihre Spezialfähigkeit zu nutzen. Mit der Sense können sie beispielsweise Angriffe pariert werden und wenn sie im richtigen Moment ausgewählt wird, schweren Schaden erleiden. Okay, interessant. This place reeks of bloodshed. You're my last and dearest friend. This creature is bedeviled. I must put it down. Der erste Bosskampf quasi. Oh, keine Ausdauer. Wow. I. Und Ausdauer macht es echt. Das eins. Wow. Oh, ich habe nicht genug Blut. Aber ich heile mich mal kurz. Oh. Abgenützter Knüppel. War geil. Ja, das war's wohl mit William. Wir sprechen gleich mit dem einen hier. Let me go. The fuck? Okay. What the fuck? It's not too late. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Ich war so. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat, and we can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention.
We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I almost tend to my fault. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Furchtbar von William Bischofs Blut in einem Röhrchen. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Okay, fertig. Das wird jetzt eine lange Cutscene. Okay, indirekte Cutscene. Kann die Maus bewegen. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship.
Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Ich finde diese Go so gut vor dem. Oh. Freundschaft, Deal zwischen einem Vampir und seinem nächsten Drink. So kann man es auch nennen, ja. Dr. Swanseas Hilfe angenommen und werde im Pembroke Hospital arbeiten. Ich hatte keine Wahl. Der Mann weiß von meinem Zustand und dass ich ein Vampir bin. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß nichts über dieses abgeschiedene Krankenhaus. Jeder hier wird mich für das halten, was ich nicht länger bin, nämlich für Jonathan E. Reed. Den berühmten Arzt. Ich muss sie alle belügen. Die Patienten, die Belegschaft. Dies ist mein neues Zuhause. Mein Versteck vor jedem, die hinter mir her sind. Ein Versteck von der Außenwelt, bis ich verstehe, was mit mir passiert. Okay, bevor wir wieder reingehen. Rotten ore, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Ah. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Ja. Ich kann mich jetzt tatsächlich entscheiden, ob ich ein lieber Vampir bin, der Leuten hilft. Ich kann aber auch ein Scheiß-Vampir sein, der alles aus... Also ich persönlich bin ein höflicher Mensch. Auch wenn der Typ richtig abfuckt, aber... Ich mach mal so, er soll mal höflicher sein, also... Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Ich weiß ja nicht. Ja. Gut. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Die Blutqualität deutet an, wie viele EP du von einem bestimmten Bürger erhältst. Je höher die Blutqualität ist, desto mehr EP erhältst du. Um das Blut deiner Beute auszusagen, musst du sie zunächst in den Bann ziehen, um sie dann an eine Stelle zu führen, die andere Bürger nicht sehen können. Die Bannstufe muss genauso hoch sein, hoch wie was? Oder das Vehikel da nicht höher. Genauso hoch oder wie höher als der Widerstand des Bürgers sei. Drücke Q, um den Clay in den Bann zu ziehen.
diesen Folge der roten Spur, um dein Opfer in den Schatten zu bringen. Ich will ihn aber nicht töten. Kann ich auch einfach dahin gehen? Kann ich einfach zum Doktor bringen? Ich könnte ihn aussaugen, aber ich will kein böser Vampir sein. Oder ich muss es tun. Kann ich nicht einfach hier... Okay, anscheinend muss ich böse Dinge tun. Ich will aber nicht. Als ob du musst, voll schade. Weiß ich noch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal dahin und dann kann ich mich vielleicht noch mal entscheiden. Bin mir aber jetzt unsicher. Das ist halt Tutorial-Gedönse. Drücke Wasser wieder, ob du Clay... Achso, aussaugen oder loslassen möchtest. Wenn du ihn aussaugst, wird dir eine große Menge EP gewähren. Jedoch hat das Konsequenzen. Seid dir dessen bewusst. Je mehr du über Bürger weißt und je mehr Hinweise du über sie findest, desto mehr EP geben sie dir. Okay. Ich lass ihn los. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Ja, klar, die geben EP und so, aber... das hat er nicht verdient. Ich versuche, ein guter Vampir zu sein. Damit ich menschlich bleibe. Also gut wie menschlich. What happened? Whoa, I feel giddy. Did I black out? Du weißt von nichts. Whoa, I feel giddy. Guter Vampir, das wird eine harte Diät. Naja, die Jäger und so kann ich ja easy aussaugen während des Kampfes. Sie wollen mich ja töten. Gibt eh nur 500 EP. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Das ist der Vampir, der uns ausgesaugt hat. Oder der uns zum Vampir gemacht hat. Der hat ja uns irgendwie dazu gebracht. Ah. Hallo. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me.
The administrator has better things to do than mix with us. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Okay, sie ist nachher wieder. Thank you, Nurse Crane. Ist ja lustig, Übersetzung steht Dorothy, aber er spricht sie mit dem Nachnamen an. Oh ja, da ganz viele Leute. Die rauchen. Rauchen ist ungesund, Leute. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Hinweis benötigt. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Also, es ist. Nee, wir sind mal hier. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Ich will das ehrlich gesagt nicht sagen, weil das. Ich weiß nicht, ob das. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Mir gefällt. Ich mache einfach, sie haben recht. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Wieder schon mal gut. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Oh yeah. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry. I'm Okay, exhausted. ich dachte, er sagt das richtig No one scheiße. has any idea when this epidemic will be over. Okay, die scheinen keine Auswirkungen zu haben, nur die anderen Hinweis benötigt. Okay. Goodbye, Nurse Hawkins. Wo ist der Typ hin? Toll. 1500 würde sie geben. Ah, das ist Milton. In der Grippe nimmt dieses Krankenhaus keine weiteren Patienten auf. Das Krankenhaus ist voll. Bitte kehren Sie wieder heim. Wow. Sad. Versuchen Sie die Taten des Bürgers. Oh, jetzt muss ich aber kurz reinrennen. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Ich muss da hin. Ich hoffe, ich verpasse das nicht. Ein Doktor, der auch gleichzeitig irgendwie so eine Art Detektiv ist. Ah, hier hinter muss ich verstehe. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I
promise you you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Das ist auch cool. Wenn man mit Milton, weil wir einen Hinweis über den haben. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Okay, interessant. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Neue Untersuchung. Bitte nach dem Garten von Blut und Böse. Von Blut und Böse. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Okay. Zu einer... Wow, ich war richtig reich. Stimmt gar nicht. Ach, ich kann dann wahrscheinlich auch hier die Sachen kaufen. Wunder. Okay. Da läuft noch jemand rum. Hallo. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist.
What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Keine große Wahl. Belegschaft ist wichtig, ist überall dasselbe. Was? Er weiß halt nicht, wie da drauf ist, ne? Was? Du hatte vor, sich das Leben zu nehmen. Ja, das hat man gesehen. Mesmerie. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. So, ich locke jetzt hier rum und gehe grillen. Ich esse was für euch mit. Okay, mach das und Dankeschön. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Okay, sonst gibt's hier nix. Goodbye, Dr. Tippett. Okay. Sie haben wir irgendwas erfahren. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Ach so. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best.
Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Ja, gibt's nicht, aber... Goodbye, nurse. Okay. Call me if you need assistance. Aber jetzt können wir mit Dr. Das ist ein Doktor, ich glaube schon. Ja. Warte mal. Der ist das, ne? Da wäre er erstmal mit ihr da. Hallo, guten Tag. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Ah ja. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Wenn sie wüsste. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Ah ja. Dafür brauchen wir Hinweise. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal ja. activities. Hier haben wir Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ich glaube, wir haben nichts Neues, ne? Ne. Goodbye, Nurse Hawkins. Guten Tag. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood.
Guten Abend, Miss. Auf Wiedersehen, Miss. Ja, so ist das. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Boah, das muss echt schlimm sein. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. Es tut mir schon leid, ey. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Horcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best.
And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Dooth Digby. Has the gang been threatening you? No. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. So, ich hab jetzt gar nicht mehr im Kopf, was... Für über sie was Neues? Oder das... Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wahrscheinlich die Krankheit, oder? Weiß es nicht. Okay. Oh. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ach, mit der hatten wir ja geredet, ne? Ich bin lost. Ja. Goodbye, Nurse Hawkins. Ist ja die gleiche. Er ist ja gleich wieder ansprechen, wenn man es wieder vergessen hat. Hatte ich mit ihr irgendwas Neues? Wegen Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Schon wieder, ja. Rich, vibrant blood. Hier persönlich Fragen, gibt's da was Neues? Ah! Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Können Sie eine Beziehung? Oh, fragen wir erstmal. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Toll. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Ah. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd.
Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Uff. Der mag uns ja richtig. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Werden ihn nichts nützen, kein guter. Ach komm. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Dieses Englisch hört sich sowas von alt an. Haben die fast so gut gemacht. Manchmal verstehe ich nur den halben Satz. Ja, das ist halt altes britisches Englisch. Oder halt richtiges britisches Englisch. Also, weiß nicht. Gibt es altes britisches Englisch? Ich weiß es gar nicht. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. So, kein Grund, mich vor ihnen. Wissen ist unsere wichtigste Waffe, würde ich sagen, oder? Ja. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Achso, das war's schon. Ja. Thank you for your time. We'll talk later. Schwierige Person, ganz schwierige Person. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Okay, der eine Arzt hasst uns, wenn es ein Arzt war, ich weiß gar nicht mehr. Und der liebt uns quasi schon. Okay. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Auslaugsspeichler bringen nichts. Ach komm, wir sind einfach nett. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can.
This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Ja, Leben ist so. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Okay. Goodbye, Dr. Strickland. Oh, so viele Dialoge. Bisschen anstrengend, muss ich sagen. Oh. Jetzt muss ich wieder reden. Nach so langer Stille. Unvollendeter Brief. Pembroke Hospital, 2. November. Meine lieben Kinder, es tut mir leid, dass ich euch bisher nicht geschrieben habe, aber es schmerzt hörlich, allein diese paar verflixten Wörter zu Papier zu bringen. Macht euch keine Sorgen, Daddy kommt aus dem Krankenhaus, sobald die Ärzte seinen Arm heil gemacht haben. Wenn ihr bis dahin etwas braucht, geht zu Mr. Chadwick auf der Baustelle und sagt ihm, dass ihr Harvey Fiddicks Kinder seid. Erinnert ihr euch an Robert Chadwick, der große Mann mit dem Schnurrbart, der mir letzten Frühling half, die Haustür zu reparieren? Geht zu ihm und bittet ihm ein paar Schillinge. Er wird euch sicherlich helfen. Leider kann ich gerade nicht arbeiten, aber
Wir lassen uns etwas einfallen, wenn ich zurück bin. Keine Angst, wenn Daddys Arm wieder bei Kräften ist, wird alles gut. Wenn die Ärzte endlich meinen Arm geheilt haben, werde ich... Punkt. Ach, was ist da los? Was ist da? Ja, das ist Vampyr. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Okay, wir scheinen nicht im 18. Jahrhundert, sondern im 19. Jahrhundert zu sein oder so. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Toll, immer sind die Deutschen schuld. In fast jedem Spiel sind die Deutschen irgendwie schuld oder die Bösewichte. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Ellen didn't bring them with her that night. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Recht so aggressiv hier. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Ellen. Den haben wir nix. Haben wir was über den. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Oh, da. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure.
but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Ich mach mal das. I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. Hasst uns ja I'm sowieso. trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Doch. Entschuldigung, aber... Thank you for your time. We'll talk later. Wir reden erstmal mit der Mutter. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived, but we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Dann reden wir gleich mit dieser Pippa. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Cool. Goodbye, Mrs. Goswick. Dann reden wir jetzt mit dem Sohn. Hallo, guten Tag. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe.
but I don't want to talk or even write about it now. Kann ich das nochmal How machen? painful. So painful, I'd rather. I'll let you get some rest then. Da kann ich nochmal mit dir reden. Good evening, Mr. I'm okay. Da. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Oof. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Ja, ich habe einen Schlüssel. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Aber ich wusste gar nicht, dass das strafbar ist. Das ist die Dorothy. Den habe ich noch nicht gesprochen. Den habe ich auch nicht. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens.
Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Oh yeah. Ja. Wohl eher nicht so. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Eine provokante Betonung. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Erleichtert erstarrt. Das ist böse. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Hustenstiller. Muss analysiert. Oh, das ist bestimmt was Praktisches, was man braucht. Moment, ich habe das jetzt gekauft. Da. Okay, ich weiß nicht, wie man das analysiert. Vielleicht kann ich das noch. It's locked, all right. Toll. Okay, boy. Viel Text, viel Text. Aha. I'm sorry you ended up on my plane and poor medical bench, sir. I understand. It's locked, all right. I managed to arrange to have you buried in the same mass. Ist das innen? Ich weiß nicht, wie lange sowas anhält. Versuche die Taten des Bürgers. Ja, ich versuch's. Ah. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. Oof. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. Klaute die Leichen. Ach,
bist ja zufällig hier. Gut. Mit dir wollte ich Good reden. evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ne, hier nicht. Das ist wahrscheinlich, oder? Nee, kann man nicht. Okay, ich dachte, ich könnte sie darauf Goodbye, ansprechen. Nurse Hawkins. It's locked, all right. Langer Brief. Ach du Scheiße. Ah, okay, Birmingham, 27. Oktober. Hallo Schwesterchen, wie läuft es in der großen Stadt? Hier in Bram? Wahrscheinlich Bram, oder? Ist die Lage nicht so gut. Anscheinend ist die Grippe wieder da und in der Nachbarschaft gibt es viele Neuerkrankungen. Erinnerst du dich noch an Miss Scheller? Die fiese alte Schnapsdrossel aus dem zweiten Stock? Sie ist vor 2 Tagen gestorben und ihre Wohnung ist bereits wieder vermietet. Mensch, man müsste mir schon eine Menge Geld bieten, damit ich in einem Bett schlafen würde, in dem erst vor ein paar Stunden eine Frau an der Grippe gestorben ist. Tut mir leid, dass ich mir mit der Beantwortung deines letzten Briefes Zeit gelassen habe, weil der kleine Paul, Mama, Papa und meine Arbeit in der Fabrik mich derart auf Trab halten. Finde ich kaum Zeit zu meiner Lieblingsschwester. Finde ich kaum Zeit, meiner Lieblingsschwester zu schreiben. Übrigens lässt mein Sohnemann Grüße an sein Tantchen Pippa ausrichten. Du solltest den kleinen Quengelkopf mal sehen. Er treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn. Und Mama sagt, du sollst ein paar dieser fantastischen Kuchen mitbringen, wenn du die nächsten Male nach Hause kommst. Im letzten Brief schriebst du mir, dass du überlegst, deinen Job in Pembroke zu kündigen. Ich finde, das solltest du dir besser zweimal überlegen, Pip. In der Fabrik gibt es immer Arbeit, aber die Löhne sind beschissen und es ist so langweilig wie ein Tag ohne Sex. Oh, ich habe einen neuen Freund. Oh nein, ich bin keine Schlampe. Du Moralapostel. Wenn du also wirklich hinschmeißt und was Sinnvolleres tun willst, als jeden Morgen Tote zu zählen, solltest du vielleicht besser in London bleiben und dieser Gruppe beitreten, von der du mir erzählt hast. Diese Wache von Priven oder so. Habe noch nie von denen gehört, aber wenn du wirklich eine Art Miliz ist, die etwas verändern will, ist sie vielleicht das Richtige für dich. Aber spiel bitte nicht die Heldin. Das hat meinen armen Billy in Frankreich das Leben gekostet. Er hat zu viele Stoßtrupps angeführt, verdammter Krieg. Wie dem auch sei, komm so schnell wie möglich mal wieder her und halte mich bis dahin auf dem Laufenden, wenn es gute Neuigkeiten gibt. Viele herzliche Grüße von Lucy, Paul, Mama und Papa. Hallo, ich muss mit der reden. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Hat er hier wahrscheinlich, ne? Ja. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Ich brauche... Das ist unser... Ach Gott. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Neuer Hinweis. Achso, allgemeiner Hinweis. Goodbye, Nurse Hawkins. Hey, du bist tot, oder? Gut, sowas wie Testament gibt's in unserer Zeit scheinbar nicht. Es sterben sowieso alle. Schaut auf die Tasche. Darf ich? Ja, genau so läuft das. Dieser Zeit. Noch irgendwas? Gehen wir zu diesem einen Typen da. Oh, Entschuldigung. Nicht umbrandteln. Oh, Mortimer hat Erschöpfung. Kann ich doch mit Milton reden? Good evening, Milton. So. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ja. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Oh, das war... Ich dachte, ich krieg mehr. Goodbye, Milton. Ich muss noch zu diesem... Da... Oder, warte mal. Kann Good ich evening, euch... Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Irgendwas... Ah. You're exhausting yourself, Corcoran.
Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Scheiße, macht sich Sorgen, sie erwarten sich verantwortungslos. Komm. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Goodbye, Dr. Tippett. Okay. Oh, das ist ein bisschen anstrengend, wenn man nicht alles im Kopf hat. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Ist hier was Neues? Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Ich muss zu dem... kann ich mal bitte ruhig... Muss... Oh. Das ist ein Tee. Ich weiß nicht, was Tee ist. Resultaten, das weiß aber nicht wie. Okay, ich untersuche ihn. Fällt auch nicht auf. Ich laufe einfach ganz normal. Ich das kurz lesen, wenn er Ansteckung und blablabla. Okay. Okay, merken. Es läuft weiter, wenn man irgendwas liest. Beobachte dich. Ganz genau. Kaum gruselig. Komm ich da rein? Oder kurz jedes Licht ausmachen. Wie komme ich ja jetzt dahin? Haben diese Stadt denn vorgestellt? Was waren sie? Ist jetzt schon verkackt? Nee. Okay, vielleicht triggert das erst, wenn ich wirklich da... Ach, warte, draußen wahrscheinlich noch hoch. Auch mal. Aus dem Weg. Ich hab's eilig, ich muss jemand ausspionieren. Also. Irgendwie. Unbekannt? Okay, die Schrift. Wie kriege ich das denn hin, dass ich da hochkomme? Ich weiß auch nicht, wie lange das anhält. Ah. Tja. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ich will trotzdem noch. Was, er geht wieder runter. Habe ich jetzt verkackt? Scheißendreck. Okay, man hat also nicht unendlich Zeit. Weiß nicht, ob die das dann nochmal machen oder so. Moment, die muss ich mal kurz anquatschen. Vielleicht machen die es immer wieder.
Ist sie innen? Da komme ich nicht rein. It's locked. Hallo, kann ich noch mit dir reden? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Überhaupt was Neues über dich? Ich glaube nicht, oder? Naja. Goodbye for now, Mr. Elwood. Ich würde gerne mit dem einen reden. Dem hier. Weil der Tote beklaut. Der Böse. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Sollte von der Fahrt, könnte sie in den Knast fahren. Boah, schwierig. Ich finde, der sollte. Ich könnte es melden natürlich, aber ich könnte hier Respekt und so. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Na gut, wenn der das sagt, hab ich den mal. Goodbye, Mr. Chidana. Ob das stimmt, weiß ich nicht. It's locked. Oh, gut. Hab ich irgendwelche... Ne, wollte ich nicht. Oh, ich kann auch so gucken, ne? Das ist ja ohne Volk. Was gesperrt. Personenkreis, achso. Ich könnte auch einfach mal... Unbekannt. Jetzt habe ich noch kein Dings da verkackt. Schon mal gut. Ja. Händler. Und da leuchtet noch was. Namen der Barmherzigkeit, Sie verlassen sich auf Sie. Krankenschwestern werden jetzt gebraucht. Melden Sie sich bei der nächsten Registrierungsbüros Büro des Ministeriums für Arbeit und Wehrdienst und unterschreiben Sie an. Okay, wir sagen, okay. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Kann das bewegen? Das wusste ich gar nicht. Während Sie... Achso, ja, nicht husten, spucken, bla bla bla. Finde ich hier vielleicht noch irgendwelche Dokumente? Ich habe schon 1015 EP. Das ist schon gut. Oh. Eisfläche. Oh, ich habe keinen Blut. Ah, jetzt habe ich es berührt. Oh, aua. Oh, ich bin gestorben. Ups. Das geht aus, ja. Ja, blöd. Mein erster Tod. Das ist irgendwie falsch verkehrt an, ja. Huch. Es ist so, als ob nie was passiert wäre.
Yes. Ach, da ist was. Oder irgendwo anders hingeschickt. Ach hier. Ich versuch's nochmal. Versuch mich anzuschleichen. Nom, nom, nom. Den Skull getötet. Das lief doch schon besser. Ach so, guck mal, das wäre das gewesen. Und da hätte ich... Oh, Wale. Ich weiß nicht, ob ich nochmal diese Gelegenheit bekomme oder ob die Gelegenheit weg ist. Weiß ich nicht. Wäre cool. Weil jetzt weiß ich, wo der Ort ist, wo ich hoch kann. Aber mehr kann ich aktuell nicht machen, außer die Quests, ne? Kann ich nicht rein? Der ist erschöpft. Guck, dass er das nochmal macht. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch den Hinweis vergeigt. Oh. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal hier Geldbörse. Das Influenza häufig von Lungenentzündung begleitet. Bleiben Sie zu Hause, um die spanische Grippe in jedem Fall zu vermeiden. Hallo. Ja, ich muss hier rum, ne? Steht das? Ich dachte, hier leuchtet was auf. Hoch. Easy. Ah, okay, mit SEG dreht er sofort sich um. Das ist ja gut. Wow. Falsch, das wieder. Ja, greif mich an. Okay. Okay, interessant. Ach. Oh. Das Foto eines verliebt lächelnden Pärchens. Auf der Rückseite steht Milton und Pippa für immer. Oh, süß. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Manche können das, ja.
Quarantänegruppe vertreten Sie diesen Bereich nicht im Auftrag des Gesundheitsministeriums. Gesundheitsbeauftragter. Quarantäne ansteckende Krankheit darf die Quarantäne ohne schriftliche der lokale soll. Okay. Mein Gott. Habe ich wieder irgendwas markiert? Kann das sein? Weil mir ganz etwas angezeigt wird. Ja, schaut eine Markierung an. Öffentliche Bekanntmachung, Präventivmaßnahmen zur Bekämpfung der Grippe, Spanisch. Erstens bedecken Sie bei jedem Husten und Nießen Nase und Mund mit einem Taschentuch. Zweitens gehen Sie zu Fuß zur Arbeit. Drittens kein Spucken. Viertens trinken Sie nur aus Ihren eigenen Gläsern und Tassen. Fünftens meiden Sie Menschenmengen. Sechstens gehen Sie bei Krankheitszeichen sofort zu Bett und rufen Sie einen Arzt. Anfertigung einer Maske. Nehmen Sie ein gewöhnliches Mulltuch mit den Maßen 8x16 Zoll. Falten Sie es zunächst auf die Maße 8x8 und anschließend 8x4 Zoll. Die Schnüre in jeder Ecke sollten etwa 10 Zoll in der Länge tragen. Legen Sie Ihre Maske wie in der Abbildung dargestellt über Mund und Nase im Auftrag der Gesundheitsbehörde. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Nur, dass wir nicht die spanische Grippe haben. Gott sei Dank. Aber die Zeiten sind ja vorerst vorbei. Hoffentlich bleibt das so. Zu ihrem Besitzer. Sie. Milton oder Pippa? Von wem ist die Geldbörse? Ich hab's vergessen. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Das glaube ich, das glaube ich. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Auch wieder wahr. Goodbye, Milton. Good evening, Milton. Oh. Good evening, Doctor. Das wollte ich nicht. Goodbye, Milton. Ich wollte V drücken. Wo ist denn Pippa? Guten Tag. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Pepper,
I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Goodbye, Nurse Hawkins. Hello again, Dr. Reed. I feel better already. Can I go soon? Goodbye, Mr. Hampton. Naja. Gut. Gib dich zur Apotheke. Nicht das verfolgen. Bürgermission, Bürgermission. Mach die ganzen Bürgermissionen, glaube ich, erstmal. Weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwelche Hinweise. Hoch. Ach so. Ein neuer Unterschlupf. Meine liebe Mutter, wenn du diesen Brief findest, dann bin ich nicht mehr. Was? Okay. Ich will, dass du weißt, dass ich nicht deinetwegen gehe. Ich verlasse diese Welt. Weil das erdrückende Gewicht des Daseins in diesen Zeiten zu viel für mich ist. Achso, das ist das Haus. Okay. Manchmal fühle ich mich, als wären. Was? Kannst nicht mal lesen. Ich weiß nicht, was das heißt. Als Echo meines eigenen Herzens geschrieben worden. Die Wolken niedrig und flach wie ein Deckel senken sich auf den Geist, der erseufzt. Unter Leidesmacht. Den ganzen Himmel verhüllen sie. Und beschenkt mit Schwarztagen, der trauriger ist wie die Nacht. Es ist so wunderschön, wie es schmerzhaft ist, Mutter. Ich kann nicht noch länger leiden. Ich möchte, dass du mich umzustimmen versuchst, denn es würde das Unvermeidbare nur herauszögern. Würde es dir gelingen, meinen ersten Versuch zu verhindern? Ich würde es erneut machen. Leb wohl, dein Sohn Mortimer. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Tja. Oh. Der Schoß der Bestie ist furchtbar. Vampire erschaffen ihre verdorbenen Abkommen mit Blut. Alle wissen das. Manche von uns haben es sogar mit angesehen. Aber was geht dabei wirklich vor sich? Ist das die einzige Art für Vampire, sich zu vermehren? Schauen wir auf das, was wir bereits wissen. Wenn ein Vampir ein Abkommen erschaffen will, beißt er nicht, sondern gibt ihm etwas von seinem eigenen Blut. Die meisten Opfer sterben, wenn sie gebissen werden. Aber manche überleben und werden selbst zu Blutsaugern. Dies geschieht nur, wenn sie sich auf die eine oder andere Weise an das Vampirblut anpassen. Es ist nicht der Biss des Raubtiers, sondern sein Blut, das das Opfer ansteckt, wenn es die Qualen der Verwandlung überlebt. Es scheint auch so, als könnten sich Vampire durch Geschlechtsverkehr fortpflanzen. Der Vampir paart sich und zeugt ein Kind. Geschlechtsverkehr zwischen Mensch und Vampir führen selten zu einer Befruchtung, aber manche haben es trotzdem versucht.
Schwangerschaft dauert bei Vampyren nur wenige Wochen lang und der Schmerz für die Mutter ist enorm. Wenn sie sterblich ist, wird sie die Entbindung nicht überleben. Das Vampirkind zerreißt Mutterleib und Gedärme bei der Geburt. Ist die Mutter Vampirin, überlebt sie wahrscheinlich die Geburt und erholt sich. Der neugeborene Vampir wächst schnell und ist schon nach ein paar Monaten erwachsen. Auf das Widersacher von Kendall Stone, Gründer der Wache von Polen. Oh, das ist aber... Oh. Von innen... It's locked, all right. Ich verstehe, warum Vampire lieber Menschen beißen. Wo ich rausgehe, ne? Was? Level 9 und 10? Alter. Ich mich nicht mit anlegen. Was geleuchtet. Meine Stimme ist heute ein bisschen nervig. Versagt die ganze Zeit so ein bisschen. Da rein? Ja. Jo, was wollt ihr denn? Brauchen Zivil. Ist hier rüber, oder? Ja. Level 12. Wow. Okay, nee. Die sind zu krass. Autsch. Okay, der wird ist ein bisschen too much. Okay. Wann wurde zuletzt gespeichert? Ich weiß es nicht. Das Gestell, ja. Vampyr. Nicht verwechseln mit Vampyre. Das ist, wenn man Bauch zum Smoothie macht. Oh, okay. Aber ja, das ging echt schnell. Gut, ich glaube, dann kann ich das eine nicht direkt machen. Schade, was du mit Mortimer Gossicks Brief tun wirst. Bringe den Brief zu Mortimer, gib dem... Oh, ich glaube eher zu... ...190? Teleportation wäre cool, ne? So aus dem Schaden. Jetzt Eisera mit dir. Machen wir ein bisschen mehr Schaden hier. Oh, du wirst eine übernatürliche Bewegung. Was? Du führst eine übernatürliche Bewegung in Richtung deines Ziels aus. Verursacht Schaden bei der Landung. Umschaltbar, du verbrauchst außer, um in den Schatten zu verschwinden und für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Sich in diesem Zustand zu bewegen, verbraucht mehr Ausdauer. Du verlässt die Schatten, sobald du angreifst oder ausweichst. Oder... Das ist cool. Die Schatten helfen dem Vampir, sich zu verbergen und machen ihn ungeübten Augen gegenüber unsichtbar. Allerdings verbraucht der Nebel die Ausdauer des Vampirs, wenn dieser sich bewegt. Wenn der Vampir über keine Ausdauer mehr verfügt, wird er wieder sichtbar. Ein nützlicher Tipp, Rekrut. Du meinst, einen sich bewegenden Schemen zu sehen? Schieß einfach. Schießen auf wen oder was soll ich schießen? Schieß einfach. Also als Aberlour
es vermuten ließe, können sich Vampire nicht in Luft auflösen. Allerdings können sie ihre Geschwindigkeit mit Blut erhöhen und sich so schnell bewegen, dass es Menschen in den Augen wie teleportieren erscheint. Wird diese Fähigkeit gekonnt eingesetzt, kann sie je nach Wunsch des Vampirs offensiv oder defensiv eingesetzt werden. Es ist leicht, eine Beute anzuspringen, das fast öde ist, wenn sie davonläuft. Ja, weiß ich nicht. Schattenschleierers. Okay. Ach so. Das macht auch Schaden. Puh, schwierig. Mal den Sprung. Ich finde das eigentlich ganz cool noch. So, jetzt habe ich nur 80. Jetzt kann ich bestätigen und schlafen. Wieder über die Tür. Zehn und 11 hoch, bitte. Okay. Ja, gebe ich jetzt dem Sohn den Brief oder der Mutter? Ich glaube eher dem Sohn. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now please, let me be. 100 Schlinge habe ich hier bekommen. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. 100 Schlinge habe ich bekommen. Es ist ein glücklicher Mann, verzeiht ein tödliches Gift, Schmerz, ein Wegweiser. The world is bleak, but maybe the pain we feel is the best compass for making it a better place. How can we repair the world, Dr. Reed, when mankind is the biggest problem? Yes, the world will be a much better place when we're gone. Oh, ist er hardcore depressiv, ey. Gut, der wollte sich das Leben nehmen. How painful. So painful, I'd rather. Ja, gut. I have to. Good evening, Doctor. How is my son doing? Oder stell dir, du bist reich. Geht.
Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Die Verweigerung der Realität, bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor, er hat Glück, Sie zu haben. Schwierig, weiß ich nicht. Imagine, es wäre Shielding. Oh, dann würde sie jetzt zu 100% schielen. Wie schlecht, ey. Ja, jetzt bei den Mümmels rauchen. Oh, okay. In der Lurk. Ach, komm. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. Nur die wenigsten. Goodbye, Mrs. Goswick. Oh, kann ich jetzt mit ihm noch irgendwas... Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Your mother won't let you down, Mortimer. Don't you share her hope for a better future? No. I don't. Won't you even try? Do you want me to promise you I'll get better? Do you want me to tell her the same thing? I could, but it would not change anything. I have to go now, sir. Don't waste your time with me. Ich glaube, Neues kann ich nichts Good evening. Ich brauche den letzten Hinweis. Ich renn ganz gegen die Tür. Good evening, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Chida. Das war das beste Gespräch. Good evening, goodbye, Miss. Ja. Hatte ich auch mit Laue. Geknitterter Brief. Oh. Meine Liebste, ich konnte endlich das Geld für die Gebühr auftreiben, die der Krankenwagenfahrer dafür verlangt hat, dich ins Krankenhaus zu bringen. Bitte mach dir keine Sorgen und werde einfach gesucht. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe einige unserer Nachbarn gefragt, ihnen zufolge ist dieser Mr. Hooks eine Art ehrlicher Gauner. Er mag zusätzliches Geld für ein Bett verlangen, aber das bekommt man dann auch. Bitte entschuldige, dass ich zunächst nicht zahlen wollte. Deine Genesung steht an erster Stelle, das ist mir nun bewusst. Offenbar genießt das Pembroke Hospital einen guten Ruf, trotz des schlechten Benehmens diesen Milton Hooks. Ich verspreche dir, dass nun alles in Ordnung kommt. Ich komme dich schnellstmöglich an deinem sauberen Bett besuchen. In tiefer Liebe, Nicolai. Ja, blöd gelaufen, ne? Oh, wow. Ich bekleue jetzt einfach selber die Leiche. Super.
Hallo sagen. Ja, ja. Oh ja, so. Wo ist denn der? Ja. Oh, Profi gelernt, ja. Genau, so macht man das. Ja, Milton. Hallo, Milton. Hallo, guten Tag. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ah. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Oh je, ob das so gut ist. Warum ist das noch offen? Das verstehe ich nicht. Goodbye, Milton. Ah. Oh, Erschöpfung. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Weiß ich nicht. Habe ich irgendwas Neues? Ich weiß nicht. Goodbye, Doc. Okay. Warte. Warte, wir gehen mal runter zu diesem Clay. Ist lustig, dass der da immer noch unten hockt und ihm nicht geholfen wird. Hätte ihn auch aussaugen können. Da. Er wird ihm gar nicht durchreden. Kann ich? Ne, kann ich nicht. In der Raus wird Thelma ausspioniert. Okay, das sind so zusammen. Da. My blood and soul, they belong to you now. They're like running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Okay. Kann ich doch so auf Swansea auf den Sack gehen? Okay. Anscheinend nicht. Ah, da ist ja viel Blut. Was ist das denn? Abgenutzte Säge. Klar. Oh. Thomas Elwood, männlich, Alter 28. Handelt von Dr. Tippets, Zustand genesend. Datum der Einlieferung 16. September. Datum der Entlassung noch offen. Anmerkungen. Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Ist unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigener Angabe regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen immer noch unter der Haut brennen, sagt er. Die Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall auf fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt es sich unentwegt selbst die Schuld an seine Entstellung. Hatte er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom? Mein Gott, was gibt's denn alles? Ein Phantomspelz, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden in den Tod gefunden hat. Jetzt habe ich einen neuen Hinweis zu dem. Da. Dr. Tippets.
Strickland und Aykroyd. Oh, da bin ich ja. Cool. It's locked. Toll. Alles verschlossen, ja. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Das stimmt. Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat meine Weisung hin ein Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch so etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle etwas ausruhen lassen und niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störung tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich verstehe, es alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug für diese Spezies geforscht. Über ihr Spezies. Okay, und zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit all dem nicht alleine dastehen. Ich bin froh, Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Pembroke. Geschätzter Kollege, wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlichen Grüßen, Edgar Griffith. Swansea. PS, ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckung über Ikonen dagelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu übervorteilen. Okay. The flower is dying. It needs water. Wir brauchen Wasser. Ich weiß nicht wie. Uff. Artikel über Ekon. Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern. Ihre faszinierende physische und psychologische Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Dies sind ein paar der interessantesten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe, während ich über die letzten 10 Jahre Vampire oder Ekons, wie sie sich selbst nennen, befragt habe. Übernatürliche Geschwindigkeit. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schneller als jeder Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen, Furcht, Überraschung, Fluchtbedürfnis, sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihren Bewegungen nicht folgen, denn sie so schnell sind. Doch zaubern sie nicht und lösen sich auch nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies eine katzenartige Eigenschaft. Sie können so schneller und weiter als wir rennen, springen und ausweichen. Ich habe weiterhin bemerkt, dass sie diese Geschwindigkeit erschöpft und dass sie an physikalischen Grenzen gebunden sind. Mesmerismus. Einer der mächtigsten Fähigkeiten des Vampires ist es, Sterbliche dazu zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Ich nenne dies Mesmerismus. Es hat aber nichts mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun. Ein Subjekt in einem anderen mentalen Zustand zu versetzen, ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig beugen und sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragte, sagte mir, dass je mehr sich ein Subjekt wäre, desto dauerhafter wäre der Schaden, da ein Vampir wortwörtlich die Psyche eines Opfers zergliedern kann. Der Vampir erklärt mir, es brauchte Zeit, diese Fähigkeit zu meistern. Je nach Subjekt können das Ergebnis außerdem stark variieren. Eine falsche Erinnerung, Einplatz oder ein schmerzhafter Löschen, die Möglichkeiten seien unbegrenzt und beängstigend. Gespür für Blut. Dies ist wohl die schädlichste aller Eigenschaften, da aus ihr so viele Tragödien für die Vampire und für uns entstanden sind. Vampire gieren nach Blut. Sie müssen sich mit ihrem Willen selbst unterdrücken, um nicht fieberhaft jeden Tropfen Blut nachzujagen, dem sie gewahr werden. Es erhält sie aufrecht, nur durch Blut können sie ihre übernatürlichen Fähigkeiten voll ausschöpfen, obwohl er nicht durch die nicht durch Unterernährung oder Durchsterben kann ein ausgehungerter Vampir sehr schwach sein. Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut, erklärt ebenfalls, warum es Vampire derart in Erregung versetzt.
Ein Vampir gestand mir, der Geruch und die Anziehungskraft vom Blut seien so stark, dass es ihn manchmal blind mache. Wenn er sich konzentriert, kann ein Vampir das Blut um sich herum fast sehen. Im warmen Körper und durch Wände hindurch, an vermeintlich sauberen Waffen, etc. Der selber Vampir verrät mir, dass er sehe, ob Sterbliche gesundes Blut haben oder krank seien und dass er in seiner... Ey! Okay, das Spiel geht wohl automatisch auf Pause. Wo war ich jetzt? Was halt, dass er in seiner Umgebung in manchen Fällen Krankheiten, infizierte Kleidung oder blutige Gegenstände erkennen könne. Sollte dies wahr sein, würde diese Eigenschaft in der Medizin unzählige Anwendungen finden. Es wäre kaum zu glauben. Ach, war echt viel Text. Jetzt wissen wir noch mehr über Vampire. Hier kann ich mich dann irgendwo duseln. Ah! Aha. Welche Regenerationsserum? Nelkenextrakt. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Aber noch nicht. Hier noch alles Gutachten. Das ist nicht gerade hygienisch, wenn die überall Blut liegt. Da. Wahrscheinlich schon ganz oben. Hier ist nichts. Eine Stimme versagt gerade, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ne, nicht hier. Wir haben über dich etwas erfahren. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Nee, nicht hier. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Puh. You know you can't hide forever. One day you'll have to face your loved ones. Until that day, you have no chance of real recovery. My friends all died in the trenches. It's shameful enough to be alive with these stupid scars. I don't want my children to see me like this. Oh, ich hab einen Hinweis. Ich verkack's eigentlich immer bei dem. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. You told me before you don't want your children to see you like this. Do you have any other family? My sister Agatha has raised me nippers since their mother died. Don't want them to look at me like this. How could children despise their father injured in the war? What do you think? They saw me. Once. Like poor angels left the room crying. They keep on having nightmares every week, my sister told me.
Your sister's not a child. I'm sure she has nothing but respect for a wounded soldier, and you are her brother. You don't know my sister, Agatha. She may be young, but she's all discipline and morality. If she ever found out what really happened... She doesn't have to know. She's a sly one, my sister. One day she'll find out the truth and knock 7 bells out of me. Nah. I'm better off here. Will ich jetzt alles von ihm? Was soll ich denn? Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. It's here again. I have wasted too much energy. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Boah. Das sind sie wirklich ziemlich, das wird sie nicht retten. How can you be affected by the misery around you, and be so heartless at the same time? Which is the real you, Nurse Hawkins? I could ask you the same question, Dr. Reed. Are you more real when you lie to a dying patient, or when you grant him useless medication? Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Goodbye, Nurse Hawkins. Kann ich mit dir vielleicht noch reden? Good evening, I need blood, Doctor. Ja. Na, nicht so. I'll leave you. Bin da raus, was wer Teil mal ausspioniert. Was ist denn der Tippets-Ding? Ich glaube, ich habe das sind die Sachen. Okay. Gereinigt, gesund, stabil, bedenklich, kritisch, feindlich. Ja, da muss ich höher vom Level gehen. Ich bin jetzt Stufe 6. Ja gut, ich beende mal die Nacht. Was ist da noch? Oder? Ja. Dann machen wir mal Hayabubu. Ach ja, schon, wir können jetzt 190. Boah, ich bin zwischen den zwei am Überlegen. Das ist halt praktisch, ne? Kann ich halt viel unsichtbar sein. Aber ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Da kann ich wohl noch Schaden machen.
Ich nehme das jetzt. Oh, warte, kann ich gar nicht. Ha, kostet 290. Eisendreck. Oh, 200. Hat noch 290 gedauert. Ja, gut. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. Bitte 2. But what about my thirst for blood? The flower's dying. It needs water. Weiß auch nicht mal, wie man Water kommt. Oh, hallo. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Okay. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Da treten wir mal die alte Leichenhalle. Oh je. Okay. So, als ob man da rein kann. Oh. Zwillinge. Teil. Ich würde gern Gerinnung. Kann ich das hier machen und das da auf 3? Alte Leichenhalle. Direkt gruselige Stimmung hier. Gut.
dunkel hier. Ja, gar nichts. I cannot enter. Ihr hört nach oben. Da, wo das Blut auch ist. Oh. Aua. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Bevor ich das aufhebe, gucke ich mich erstmal um. Anscheinend ist hier nicht. Oh doch. Da ist doch einer. This key will surely grant me access to the basement. Oh je. Will ich in den Keller. Oh. Oh. Mit der Ausdauer ist es echt schwer. Weißt du, was auch gruselig ist? Die Wohnung von meiner Tante, zu der ich gleich wieder hin darf. Oh je. It's locked, all right. Okay, hätte ja sein können, dass. Okay, interessant. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Gut ist, dass der Typ direkt in Kampfstellung geht. Dann gehen wir mal in den Keller. Wow. Keller, Party. Oh. Was war das? Komm schon vorher auf? Ich hab keine Ahnung. Ja, warte. Da war gerade was. Kann es sein, dass es der Vampir ist, der uns so gemacht hat? Oh yeah. These scowls feed from corpses and the husks of animals. No. Brauch mehr Ausdauer. Ist der andere hin? Patronen. Ich krieg sehr viel Muni. Das ist noch gerade. Bist schon voll in deiner Rolle, ja. Oh fuck, 2. Oh fuck. Nein. Nein, ich seh nix.
Oh, ich muss schneller reagieren. Bitte parieren. Jetzt muss er weilen. Okay, der eine hat nicht dafür interessiert irgendwie. Er ist beschäftigt. Oh, da ist was. Ja, und man kann die ganzen Dinger überrennen. Will ich da rein? Jo. Huch. Eine neue Bürgeruntersuchung ist verfügbar. Drücke Tab, um das Menü für örtliche Untersuchung aufzurufen. Bürgeruntersuchungen werden hier nach Bezirk sortiert angezeigt. Du kannst eine neue Bürgermission beginnen, indem du sie... Ja, das weiß ich doch schon. Man... Ja, jetzt ist nichts Besonderes. Büro der Pathologie im Pembroke Hospital. Untersuchungsbericht. Verstorbener Samuel Connor. Rasse kaukasisch. Schlechtmännlich. Alter 39. Wohnortschrift unbekannt. Beruf Fischer. Todesart natürlich. Wahrscheinliche Todesursache schnell fortschreiten. Oh Gott. Fachwörter kann ich die aussprechen. Aufgrund Virus indizierter Lungenverdichtung. Spanische Grippe. Gutachter Dr. Corin Tippets. Schwester Gwyneth Bennigan. Name und Unterschrift des medizinischen Gutachters Dr. Corin. Ja, okay. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Ja, erst untersuchen. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Mhm. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Okay. Kannst du noch was gucken? Tippett has made an... Naja, okay. It's locked, all right. Huch, Blut aufnehmen. Du hast eine neue Art von Nebenwaffe erhalten. Rüste sie aus und drücke, um Blut absorbieren. Was habe ich denn für eine Waffe? Okay. Reputations. Nee. Blutaufnahme. Ja. Ich finde die gar nicht ganz cool. Oh. Hallo Plato. Okay. Ist da nicht das Vieh? Ja, hatte ich recht mit. Ups. Upsi. Ich habe das Regal kaputt gemacht.
Okay, von hier kam ich. Etwas. Ah, kaputt laufen. Vielleicht ist da sogar was drin manchmal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ich glaube, ich erinnere mich gerade ganz vage. Ja. Genau. Ja, ich erinnere mich. Aua. Boah, ey, ich hasse den. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Also der sieht eher sehr erschrocken aus, muss man sagen. Wo ist der Treppenstein, wo man hoch kann? Ich habe mich jetzt nicht so doof angestellt, muss man sagen. Ach. Echtes Blutserum. Oh, warte mal. Erschöpfung. Erschöpfung 3 brauchen. Kann ich? Gegen Erschöpfung. Weißt du, kannst du einmal. War's das? Ja gut. Oh, der ist despawned. Wie lame. Wie lame. Hier sind neue Gegner gespawnt. Wer? Aber dann war wir... Ja, natürlich. Hey. Ist verbuggt. Oh, jetzt nicht mehr. Muss ich heilen. Sicher, sicher. Oh je. Oh, könnte knapp werden.
Komm. Scheißen weg. Oh, lass mal hier raus. Oh, diese Ausdauer. Ich sterbe. Oh, ausdauertechnisch ist das echt schlimm. Vielleicht wechsle ich doch lieber auf eine andere Waffe. Weil die scheinen sehr viel Ausdauer zu missbrauchen, ja. Hoch. Und wieder. Oh nee, oder? Sag mir nicht. Sag mir nicht, ich muss den Kampf neu machen. 64, 65. 20, 15. Macht nur 15 Ausdauer weg, aber... Ich benutze die Sache und... Ach nee, ich muss den Kampf neu machen. Ich habe das Gefühl, ja. Oder sie sind einfach nur gespawnt. Okay, nutzlos. Oh, die sind alle wieder hier. Oh, die haben aber Kraft. Eieiei. Ich muss echt das neu machen. Tippett has made an agreed. Nee, okay, das ist nicht neu. Okay, okay. Ist halt echt arschdunkel hier, ne? Muss ich jetzt den Kampf neu machen? Kann ich. Kann nicht. Trotzdem gehe ich jetzt nochmal in den Raum. Aber der müsste tot sein, also es müsste nichts Neues kommen. Ja, ja, okay. Ja, okay. Glück gehabt. Warte, da ist jetzt neue Kram gespawnt ist. Cool. Okay, Sterben hat auch seine Vorteile. Oder die sind einfach so gespawnt, weiß ich aber nicht. Oh. Mich erschreckt, Mann. Ups. Das ist lustig. Wie schnell er mit der Zweitwaffe schlagen kann. Krass. Das wäre aber war offen, oder? Das war offen. Ich glaube schon, ich bin mir unsicher.
das ist so ein Baumgedönse. Ich glaube, ich habe alles. Ich muss da lang. Warte, ist das nicht hier auch? Ah ne, das war ja nur wegen den Dr. Tippets-Typen. Was war meine Mission? Nein. Ah, ja. Wo ist denn hier? Wo ist der Tippets hin? Ach. Ah, mit dir wollte ich sprechen. Hallo. Good evening, Dr. Tippets. Dr. Reed, any good news to share? Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Oof. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Goodbye, Dr. Tippets. Okay, und... Ja. Und mit dem kann ich wahrscheinlich auch gleich reden. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Tell me what Dr. Tippets did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippets would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippets in our situation? Sicher, sie haben nicht das Recht zu. Ach komm. I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippets. Da hat sie wohl recht. I've decided that I won't reveal Dr. Tippets. Shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippets is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippets must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you've found out. Was? Nein. Wow. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Hier ist ein Zettel. Dein scheiß Sattley, was zum Teufel hast du getan? Die gesamten verdammten Docs zerreißen sich das Maul darüber, wie mein Mann diesen dämlichen Jungen aufgeschlitzt hat. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst bis 20 zählen, bevor du dein Messer ziehst? Wie sollen wir anständige Geschäfte machen und bei den Leuten Gehorsam einfordern, wenn
einfach alle umbringst, die dir über den Weg laufen. Jetzt suchen angeblich irgendwelche Jungs aus der Familie des Toten nach dir. Und einer von ihnen soll sogar geschworen haben, dich zu töten. Komm heute Nacht nicht nach Hause. Ich habe auf den Straßen seltsame Männer patrouillieren sehen. Das könnten irgendwelche kommunistischen Milizionäre oder so sein, die dich festnehmen sollen. Übergib dich für ein paar Tage an einem sicheren Ort. Vielleicht ist in das Krankenhaus in Whitechapel. Mach dich wenigstens einmal nützlich und prüfe, ob wir da irgendwelche Geschäfte machen können, wenn sich die Lage beruhigt hat. Schicke ich einen Wettboot-Boy zu dir. Dann weißt du, dass du zurückkommen kannst, Edwina. Okay. Toll, ich habe mir was verkackt. Mano. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Ach so. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Perhaps you're right. Maybe only the strongest will survive in these dark times. If there must be only one, in the end, make no mistake, I'll be the winner. Gebt den Leuten einfach immer recht, dann mögen sie mich mehr oder so. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, oh, I like that. Okay. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad, I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded.
Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox? I might just find your knife and bring it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'd be surprised if you managed to find it. My hideout isn't meant to be found easily. A lucky charm? I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. I'll leave you for now, Mr. Cox. Das ärgert mich immer noch mit dem Hinweis, ne? Holt sich, dann gebe ich ihm noch die glaube ich, das wird das eine. Ah, das ärgert mich so hart, ey. Dorothy. Nur zum Mord. Mal. Noch jemand Unbekanntes. Oh. Good evening, Mr. Gos. I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Ach komm. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Gerne. I have to go now, sir. Don't waste your time with me. Yes, Doctor? Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. So, ich logge jetzt zum ersten Mal am E-Roller. Ein Chips ist im Ohr, schrei vielleicht nicht so laut. Okay, alles klar. Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. That's all for now, Nurse Crane, thank you. Krankheit mein Gott. Krankheiten verhören die Blutqualität eines Bürgers, verwendet die richtigen Medikamente ihn zu heilen. Spricht mit dem Patienten im Zimmer hinter Dorothy um sein Genuss. Ja, habe ich doch schon. Sprich mit Edgar Swansea. Okay. Kann ich mit dir vielleicht noch irgendwas bereden? I'm quite busy right now, Dr. Reed. Und ist wieder egal. Öffnet bist. So. Thank you. Okay. Außer er bedenkt sich noch, ne? Good evening, Dr. And good evening to you. Good. Oder ich mit dem reden. Hallo. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Anscheinend habe ich nichts, ja. Goodbye for now. Gut. Huch. Denken Sie, dass Ihr Blut vom Bürger eine große Menge EP gewährt? Solche Bürger deine Bandstufe oder Nieder und wähle sie mit Bedacht aus. Aber Spiel, ich will keine Bürger auslutschen. Ach.
Das Spiel zwingt mich ja schon fast. Wollen das sein? Kann mich ja unsichtbar machen. Das eigentlich jetzt gelernt oder unsichtbar machen? Ich weiß nicht. Zehen. Und dünn. Je nachdem, wie sie sich bewegen, ich einen von hinten weg. Noch haben sie mich nicht gesehen. Ach so, der eine ist schon kampfbereit, okay. Gut. Ja gut, die sind vielleicht etwas schwieriger. Aber ich muss da lang. Gewalt geht gegen Kisten. Oh. So. Oh, das... Kein... Ain't safe here for a gentleman. Go back home here. Oh. Gar kein Blut. It's a leak. Aua. Also. Ich hab doch ausgewichen, Mann. Da muss ich noch einmal treffen. Am Arsch. Ach so. Oh. Schafft. Messer soll da irgendwo unten sein. Frage ist, wie kommt nach unten?
Level 14, ja, mit denen will ich mich vielleicht nicht anlegen. Bin hier, glaube ich, in einem Gebiet, wo ich noch gar nicht sein sollte. Ja. Hey, Sabah. What? Ach, Balu. Und die Tageswohl, ich muss da hin. Links, Boy! Wo wissen die eigentlich, dass ich... Warte mal, jetzt hier lang. Ja. Hab ich gesehen, oder? Okay, das ist weird. Ich glaube, die sind ein bisschen verbuggt. Was aber jetzt nicht schlecht ist, aber Bett. Ein großes, schönes Messer, in dessen Klinge ein Name eingraviert ist. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. Jetzt mal alles kaputt machen. Ja, das hat mich mal. Gut. Wieder irgendwas markiert, aus Versehen. Okay. Bin gerade hier, also. Aua. Das ist bitte der richtige anvisieren, danke. Ja, das ist so. Ist auch so feige, ne? So.
Aber ich muss an den Viechern vorbei, kann das sein? Oder nach unten. Hier, der ist Level 8. Wow. Da. Dieses Skulls erinnert mich ja ein bisschen an Zombies oder so. Ich bin ein bisschen falsch. Okay, da sind bei den Skulls. Oh Gott, oh Gott. Oh je. Vielleicht hat er gerade einen Nervenzusammenbruch. Oh, das andere ist Bossvieh. Scheiße. Boah, oh, da viel Damage rein. Ja. Das scheint diese Schattengestalt zu sein, die ich dann auch machen kann. Auch ein bisschen mehr Blut. Scheiße, ey. Och Mann, ey. Mit einem Hit hat er mich doch umgebracht. Ach Mann. Sind natürlich beide. Toll.
Kann ich kurz die Waffe wechseln? Uff, okay, der braucht mich echt nur einmal zu treffen und nicht tot. Vorhin lief's aber besser. Schaff das schon. Oh, ich muss erst den Level 14er besiegen und dann das Mini-Boss-Ding. Der ist zwar 10 Level über mir, aber ist egal. Vorhin habe ich es auch gut hinbekommen. Aber wenn beide auf... Falsche Seite. Wenn beide auf... einmal auf einen draufgehen, das ist dann scheiße. Ah, dieses... Ausdauer. Dieses selbstständige Umswitchen, das nervt halt am meisten. Oh fuck, das hat er mich gut erwischt. Nein, Manu, ich hab doch ausgewichen. Ach. Ich versuche das jetzt noch einmal, aber dann werde ich das wohl doch geht ja erstmal. Ich wechsle einfach eine Waffe. Ja, halbwegs Widerstand. Der hat gar keinen Widerstand, aber Schatten ist halt wieder extrem.
Okay, das läuft ganz gut. Oh ja, genau. Jetzt kriegt er doch auch von den Jägern auf eine Fresse. Oh Gott, jetzt habe ich mich nicht. Wow, die Jäger verpissen sich. Nein. Mann, die Scheißjäger haben mich jetzt gebodyblockt und alles. Ach, Mann. Da ist nicht schon besser. Ja, aber ich glaube, ich versuche das ein andermal. Wenn ich dann dementsprechend das Level habe. Muss ich nur an den Volldeppen hier vorbei. Aua. Was an den Viechern gestorben? Ups. Gut, gehen wir zurück. Unser Cox-Typ. Hallo. Hey, Doc. I have found the gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again? I'll leave you for now, Mr. Cox. So, dann sprechen wir mit 20. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven.
There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ja, jetzt sind wir mal in seinem Büro. Oh nein, lesen. Pembroke Hospital, 4. August. Sehr geehrter Herr Dr. Swansea, sehr gerne kümmere ich mich um die provisorische Leichenhalle, sobald sie eröffnet ist. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, war ich während des Krieges Arzt und werde meinem Land mit Freude erneut dienen. Natürlich ist es nicht dasselbe, ob man die Toten oder die Lebenden betreut, aber auch um unsere Verstorbenen muss man sich gut kümmern. Seien Sie versichert, dass ich mein Bestes geben werde, um die neue Aufgabe bestmöglich zu verrichten. Bezüglich meiner Qualifikation tut es mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr als mein Ehrenwort geben kann. Ich schwöre Ihnen, dass mein Regiment mich während des Krieges zum Arzt ernannt hat und ich viele Leben gerettet habe. Wenn mein Wort nicht genügt, können Sie die Militärverwaltung kontaktieren, um meine Erfahrungen und Fertigkeiten zu überprüfen. Sie wird Ihnen bestätigen, dass mich der Krieg gelehrt hat, was ein Arzt wirklich wissen muss, auch wenn ich nie Medizin studiert habe. Hochadelswal Rakesh Radana, ehemaliger Arzt. Nochmal lesen. Pembroke Hospital, 25. Oktober. Sehr geehrter Dr. Swansea, hiermit informiere ich Sie über meine starken Zweifel bezüglich Dr. Furrow Strickland, ich weiß nicht mehr, wie der ausgesprochen wird, und dem Fall von Harvey Fiddick. Fiddick wurde nach einem schweren Arbeitsunfall eingeliefert. Wenn man ihn nicht angemessen behandelt, läuft er Gefahr, seinen Arm zu verlieren. Dr. Strickland behauptet, einen medizinischen Eingriff könne den Arm des Mannes komplett heilen. Ich fürchte, dass Komplikationen, die ihn den Arm kosten könnten. Unser junger Kollege ist ein kühler, experimentierfreudiger Arzt, der in ein paar Jahren zu einem hervorragenden Experten reifen könnte. Doch noch fehlt ihm die Expertise, diese riskante Behandlung durchzuführen. Muss ich Sie an seine frühere Verfehlungen erinnern? Da Dr. Strickland nicht auf mich hört, wähle ich ihn, sein gefährliches Experiment zu unterbinden. Hochratungsvoll Dr. Beverly Groyd. Noch mehr lesen. Als gelehrter und inniger Kenner der alten Schriften kann ich die Wichtigkeit von alten Legenden und Volkssagen nicht genug betonen, wenn es darum geht, Hinweise auf verborgenes und verlorenes Wissen zu finden. Ein verbreiteter Fehler ist, nur die bestätigten Fakten zu berücksichtigen und alles, was dem widerspricht, zu verwerfen. Zum Beispiel sollten wir nicht ausschließen, unentdeckte Vampirarten zu finden und überdenken, was wir als die Wahrheit über die verschiedenen Arten der Unsterblichkeit erachten, basierend auf unserem langsam und über die Zeit zusammengetragenen Wissen. Wie viele Jahrhunderte lang haben wir geglaubt, dass Vampir nur ein regionaler Name für das sei, was wir Ekon nennen? Als die Entdecker der Bruderschaft in Sibirien Beweise dafür fanden, dass Vulkots eine wolfsähnliche Art von Vampir sind, betrachten wir diese Wesen als entsprechend des mythologischen Werwolfs. Nun wissen wir, dass dies nicht der Fall ist. Was ist mit dem
Rakshasa aus meinem Heimatland, was mit dem Chinesen Jiangxi oder dem Polchen im Süden Chiles. Und vergessen wir unser schönes Großbritannien nicht, was mit den Geschichten über die fledermausartige Frau, die manchmal um die St. James Church in Lauf gesichtet wurde. Was ist mit der Kreatur, die in manchen obskuren Zeugenaussagen als Desaster beschrieben wurde und die 1666 versuchte, London zu vernichten, indem sie überall die Pest verbreitete? Was ist mit dem Nimrod, der mythische Figuren des rastlosen Vampirjägers, der manchmal von früheren britischen Ekorn als legendärer Weidmann beschrieben wurde, der sich nur von Blut seiner Opfer ernährte und unbemerkt unter Sterblichen und Unsterblichen wandeln konnte? Meine Brüder, wenn wir auch nur ein paar Augenblicke vergessen können, was wir vermeintlich schon wissen, würden wir niemals sicher sein, was wir noch finden werden. Aus die Enthüllung der Nacht von Asha Toltree, was Primas von St. Paulus. Der Text. Bitte nicht noch. Okay, wir haben alles gelesen. Kann ich noch mit dem reden? Do you need something, Jonathan? I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings in the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Where do we stand today? Oh, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do Skalds come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them.
Person. Just for clarity, what differences are there between myself and a skull? A skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. We'll see each other again soon, Edgar. Naja, der Meister in Vampirwissenschaft oder so, keine Ahnung. Scheißendreck, er war... Der Typ war wieder irgendwie da... Warte mal, kann ich nicht mit dem reden? Moment, warte mal. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news? Habe ich... Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Nee, war das Goodbye, andere Dr. Arzt? Tippett. Bei wen hatte ich denn neue Sachen? Hier, bei denen habe ich alles. Weiß nicht mehr, worüber ich was rausgefunden habe. Verdammt. Verdammt. Ach, der Cash, genau. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Have you heard of someone blackmailing people in the hospital? Pardon me, sir, but I have no idea what you're talking about. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Please show me what you... Of course. 393 Schillinge habe ich schon. Nicht schlecht. Good evening, Doc. Ich wollte nicht mit dem Goodbye. Was soll denn F gedrückt statt D? Ah. Good evening, Doctor. And good evening to you, Doc. Have you heard any talk of blackmail going on in the hospital? If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick.
I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Goodbye, Dr. Strickland. Ist er hier? I'm quite busy right now. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Bacon Business, willkommen zurück. Thank you for your time. In the circumstances, I'm willing to give you the bed. Good evening, Doctor. How is... Ich wollte eigentlich... Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reed, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Oh. Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No. I have to go now, sir. Don't waste your time with me. Mein Gott, die Steuerung war gerade ein bisschen weird. Das wäre besser, als ich jetzt gerade recht noch die ganze Zeit war. Ja, welche Attacke das war, die ich als gerne zu verwenden, das war die rechte Maustaste. I cannot enter. Ja, das ist schlecht. So, ihr zwei Bekloppten. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Ja, ja. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. Natürlich. Na gut. I'll leave you, Miss... Nee, ich will mit dem reden. Ist nicht. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Doctor. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she shouldn't. Goodbye for now, Mr. Elwood. Das ist mit Sicherheit die da. Ja, da komme ich zurzeit noch nicht rein. Da ist drin, oder? Ja. Ganz. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor.
I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Hey. Excuse my impertinence, Your Ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Während der Fahrt endlich herausgefunden, warum mich deren Sprachweise erinnert an ChatGPT. Was? Echt? Er hat mir den Sub geschenkt. Sei doch froh. Teil Euphorion, ne? Ah, jetzt kann ich mit der reden.
simpletons, these nurses. Bred with no respect. What? What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Danke, sei doch froh. Oh Mann. Guck einfach, wer die meisten Abos hier auf den Kanal verschenkt hat, dann weißt du, wer es war. Halten Sie den Mund. Ja, das sagt man auf jeden Fall zu Patienten. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off, they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Okay. Worum geht's in dem Game? Er wurde halt gebissen, beziehungsweise er wurde halt zum Vampir gemacht und er versucht herauszufinden, von wem, wer ihn dazu gemacht hat, und währenddessen helfen wir Leuten hier im Krankenhaus, weil wir Doktor sind. Ja. Mehr kann ich doch nicht erzählen. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Wo ist der Pippa? Pippa, wo bist du? Warum will er ihn töten, um sich vom Fluch zu befreien? Boah, keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Was sind hier die ganzen... Hä? Wo sind die ganzen Frauen, ha? Unbekannt. Oh, da ist was am Leuchten. Achso. Wir haben ein Spiegelbild, was nicht perfekt ist, aber wir haben einen. Das sagt man nicht eigentlich, dass Vampire keine Spiegelbilder haben? Das ist gerade irgendwo draußen. Warte, da was. Fake, er ist gar kein Vampir. Oh doch, ist ja.
Kann ich mit dem reden? Oh, ich kann mit dem reden. Hallo. So. Is our little mystery closer to being solved, Dr. Reed? I think of nothing else. My situation is delicate. Ja. Ich wollte ja auch nicht mit dir reden. Ich wollte mit dem reden, aber okay. Na, erstmal. At least that. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Hier noch irgendwas anderes? Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Kann ja eigentlich nur Pippa sein. Wenn ich die mal finde, die Frau hier. Wo ist sie denn? Da bist du. Oh, also. Und hier kann ich looten. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ist er wirklich ein Arzt? Ja, er ist ein Arzt. Oder What can you tell me Wissenschaftler. about the strange Ich weiß man nicht. visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Okay. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke... Oh, Goodbye, gut. nurse. Dann ist ja noch Dorothy Crane am Start. Wie ich sie finde. Da ist noch dieser Clay. Wo ist denn Dorothy, die alte? Der Fuck. Aber nicht oben, oder? Ja. Oh, wo ist denn die Krankenschwester? Ist so blind? Huch, wer bist du denn? Baumann, um deine Vampirsinne zu aktivieren, wenn sich ein Bürger verdächtig verhält, schlägt sein Herz schneller und leuchtet, indem du ihn anschaust. Ja, das habe ich schon mal. Ach doch. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess.
So. Ja, bevor wir... Oh, der Typ ist jetzt weg. Hey, der Typ ist da. Wer bist denn du? Guten Tag. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is... nervous and quite fragile since we came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Cool. Haben wir direkt doppelten Grund reinzugehen. Bis jetzt hat es sich nicht gelohnt, irgendwas kaputt zu brennen. Fuck. Oh, hier ist Blut. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Und das irgendwas, wenn ich die Sachen kaputt renne? Ich weiß es nicht. Au. Ich habe ja noch die Waffe. Stachelkeule, habe ich gerade eine bessere Waffe bekommen? 110. Dann. Warte mal. Ausdauer 30. Boah. Au. Das Gewicht schon nicht was hat.
versuche auszuweichen. Arschloch. Kann ich hier noch was holen? Letztlich muss einfach der Blutspur für Holgen. Das Problem, ich komme hier nicht durch. Ja, ich muss da hin. Okay. Ah, blöd, dass es so extra Ladebildschirme sind. Irgendwas übersehen? Oh. Auf jeden Fall Sachen. Okay. Ach, hier geht's ja auch noch weiter. War nicht dran gedacht. Ups. Lass mal eine Ratte essen. Die. Okay, essen vielleicht nicht, aber aussaugen. Oh. Der Band des Drachens. Mit Blick auf die Bruderschaft von St. Paulus Stola rate ich dazu, diesen selbsternannten Gelehrten sehr argwöhnisch gegenüberzutreten. Ja, die meisten von ihnen sind tatsächlich umgänglich und respektvoll, wenn sie sich uns nähern. Aber es wäre töricht für einen verschworenen Kreis wie den Ascalon Club, offen über unsere Ziele, Mitglieder und Bräuche zu erzählen. Ich möchte all unsere Mitglieder daran erinnern, dass die Bruderschaft selbst alt genug ist, um einige geheimnisvolle Traditionen zu pflegen. Laut einigen Informanten könnte eine dieser Traditionen ein Ritus namens der Band des Drachens sein. Es scheint, als würde die Brüder von St. Paulus, wenn sie einen besonders gewalttätigen oder blutrünstigen Unsterblichen treffen, diesen Fluch anwenden. Was er genau ist, ich weiß es nicht. Existiert er wirklich? Ich weiß es auch nicht sicher. Ich weiß allerdings sicher, wann immer ein feindlicher, rachsüchtiger Vampir London heimsuchte, verschwand er spurlos, nachdem die Bruderschaft den Fluch gegen ihn richtete. Der treue Fergal Banscher war selbst nicht dumm genug, die Bruderschaft offen zu provozieren. Die Lektionen, die wir lernen müssen, werden nie von der Bruderschaft als Drachen angesehen. Aus dem Gesetz von Ascalon von Lord Redgrave Gunda. Aha. Okay.
Oh Mann. Kanalbestie, was? Huch! Hallo, runter. What sort of creature is this? Oh, ich hab keine Auswahl mehr. Wieso hat man das keiner? Oh. Ich weiß, die Reaktionszeit ist seltsam. Alter. Hätte ich nicht leveln sollen. Not a lot to check, but I should anyway. Huch. Das Dorf ist gut scheinen. Sind sie krank, mittellos, wer sie auch sein und wo sie auch herkommen mögen. Suchen sie Dorothy auf, um Hilfe zu bekommen. Keine Tricks, keine Kosten, keine Fragen. Suchen sie einfach Daris Peteschkes Haus auf. Zeigen sie diesen Gutschein vor. Und irgendeine andere Sprache. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Oh, aber ich kann nichts mehr mit ihm machen. Aber das scheint die Kanalbestie gewesen zu sein. Ich muss mein... Komm her. So. Jetzt geht's mir besser. Achtung, der gefährdete Bürger überlebt die nächste Nacht vielleicht nicht. Sieh mal nach. Aha. So, ne? Oh. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good.
Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Für seinen Bürger gerettet. Bis zur nächsten Nacht ist er in seinen Bezirk zurückgekehrt. Oh, okay, cool. $3.510. Ja, ich kann jetzt auf jeden Fall leveln. Jetzt lohnt sich das Leveln sogar. Aber Whitechapel, das ist der nächste, wie heißt es der nächste Bezirk? Kann ich mit Lady Ashbury jetzt nochmal reden? That was fast. I'm afraid the trail of breadcrumbs leads beyond the hospital premises. I must leave for a time. Is that so? Why? Now it's time for you to be patient. It would seem that your blackmailer is part of a more complex machination whose root is in Whitechapel. Machination? Do you suspect another immortal is involved? I hadn't considered that eventuality. Do be careful, my good doctor. When immortals are involved, the stakes tend to escalate quickly. I'll return with case solved or carried on my shield. Ich gehe jetzt mal in mein Büro leveln. Da noch. Was Neues aufgetaucht vielleicht. Oh. The flower's dying. It needs water. Ich weiß noch nicht mal wie. Wasserbeet. Oh. Schockwurf trifft. Toll, kann ich nicht machen. Oh, nee, warte. So schön wieder auswert. Okay. Ach, das trotzdem. Das da. Achso, ich brauch das. Dieses Pflänzchen, ne? Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
habe ich schon früher nicht gewusst. Vielleicht kommt es ja noch. Ja, Sprung oder Schattenschleier. Nimm den Schattenschleier. Jetzt bin ich Level 8. Cool. Außen noch. Ja. Ich glaube, ich werde die Ausdauer erhöhen. Bisschen mehr Heilung. Ich glaube, Sera ist einfach nur Heilung, ne? Ja. Ultimativ, oh. 1000, verdammt. Hätte ich vielleicht, Setzt die Fähigkeit mit 0 XP zurück, wow. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Dann naja, machen wir einfach das noch hoch. In jeder Nacht beeinflussen seine Taten und deren Konsequenzen den Gesundheitszustand der Bezirke. Kann sich auch dadurch verstärken, dass sich Krankheiten und Unterbringung ausbreiten. Je mehr Leben du nimmst, desto schlechter steht es um einen Bezirk. Wenn der Gesundheitszustand eines Bezirks unter die kritische Grenze fällt, versinkt der Bezirk im Chaos. Du entscheidest über das Schicksal des Bezirks. Stabil. Hm. Den müsste ich halt mal heilen. Ja, ach, ich habe ein Erschöpfungsding. Was gemacht? Wo ist der? Docs. Oh je. Teleportation wäre nicht schlecht. Aber gut. Aua. Okay. Ausdauer.
Ah, könntest du bitte... Okay, ich halte schon mehr aus. Das ist schon sehr gut. Mann. Ey. Puh. Kämpfe sind immer wieder ein Abenteuer. Ich will sie auch immer warten. This is Braille. I need someone who can read this. Ein nicht entziffernder Text in Blindenschrift, nur die Überschrift in lateinischen Buchstaben geschrieben, Heilmittel für Blindheit. Ja. Okay. Oh. Geh. Och, Mann, ey. Dieses automatische Anvisieren ist kompletter Bullshit. Man muss nur minimal die Maus bewegen, dann... Oh, nee. Sind die noch am Leben? Ja, na toll. Besten Maus gar nicht bewegen. Oh, fuck.
neue Menschen. Nee, mach mal weg. Das da. Achso. Was hier hoch? Nein. Ja, ich möchte den Mann retten, aber ich muss erst mal gucken. Was? Where? True Combo. Ja, definitiv. Genau so. Ich weiß gar nicht, wie ich schon langlaufen will. Ach, hier lang. Das mit der Blindenschrift habe ich jetzt noch. Ja. Okay, das speichert der. Okay, wir kriegen das hin. Ich hab's. Oh, ich habe dich gerettet. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich bin. Aber hier ist Loot. Das ist immer gut. Oh. Blutiger Brief. Liebe Mutter, was mir auch zustoßen mag, vergiss niemals, dass dein Sohn dich liebt. Ich weiß, du warst mit in meiner Art zu leben nicht immer glücklich, aber ich werde mich nicht ändern. Ich wurde in diesem Stadtteil geboren und aufgezogen. Ich kann es nicht mehr länger ertragen, was man in unserer Nachbarschaft antut. Den Leuten, die wir kennen. Vor kurzem habe ich eine furchtbare Entscheidung getroffen. Ich beschloss, mich gegen die Tyrannei der Wenigen zu erwehren. Ich weiß, sie werden Vergeltung üben, aber ich bin
für alles gewappnet. Dank dir habe ich das Lesen immer geliebt. Jetzt, da ich endlich handle, bleibt mir nur übrig, Etienne de la Beauté zu zitieren. Sie wirken nur groß, weil wir vor ihnen knien. Ich werde nicht länger knien, Mutter. Ich werde aufrecht stehen, was es mich auch kostet. Auf bald, meine liebe Mutter, Jack. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Nur vielleicht. Ja. Die Dogs. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Erschöpfung und irgendwas. Oh. Hilfe, Erschöpfung. Sehr lang. Ich hab keine Orientierung hier, das ist echt schlimm. Geheimraum. Ach, warte mal. Oh, was ist denn hier? Warte mal, ist das nicht der... Ah ja, ich erinnere mich. Das ist der Anfang, ja. Oh, hier ging es irgendwie weiter. Huch, wer bist du denn? Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. Gute Frage. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Okay. Goodbye, Mr. Fishburne. Ich suche trotzdem noch, wo ist denn die... Müssen wir mal... Ah, hier nicht die Bar. Da ist die Bar. Oh mein Gott, ich hab's gefunden. Hier, du hattest... Genau. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Hallo, das Schaftier. Mir geht's ja gut. Wie geht's dir? Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you?
Drink in the morning and at noon. I drink at night. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn streetlight. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is, I'm not sure I'd memorize it. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Wie gefällt dir das Game bis jetzt? Boah, ich mag's. Ich hab's ja schon 2018 angefangen zu spielen und nochmal 2019, aber ich hab's nie zu Ende gebracht. Ja. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap... How dare... No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Another... Okay. Goodbye. Nein, ich hab das persönlich, glaube ich, noch nicht. Good evening. What? Ah. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Oh ja, aber lohnt sich aber auch mehrmals zu spielen. Ja, viele Wege, das Game zu beenden. Ja, das ist ja eigentlich relativ klar. Achso. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Jetzt mehr. Okay. Goodbye, Mr. Delaney. Kann ich mit der reden? Good evening, Mr. Delaney. What? Nee. Goodbye. Ich wollte nicht mit der reden, ich wollte mit der Frau reden. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor.
I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else anyway. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Goodbye, Miss Cavendish. Versuchst du einen guten Weg? Ja, tatsächlich versuche ich es zumindest. Also bis jetzt habe ich keinen ausgesaugt für EP oder so und versuche halt die Bezirke hoch. Ja, noch nicht so weit, wie du siehst. Ich bin jetzt hier. Ich komme erst gerade in Whitechapel an. Ich bin jetzt nur noch mal zu den Docks gegangen. Und ich gucke, dass ich hier das so gut gesund lasse und halte, wie es nur geht. Oh, der hat eine Erkältung. Und die habe ich noch nicht gehabt. Wer bist du? Achso, du bist der. Hallo. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it.
Okay. Goodbye, Mr. Watts. Ruf ist bei meinem Erstversuch schiefgelaufen, ist echt nicht leicht. Alles, alle zu heilen und so. Ja, kann ich mir vorstellen. Also, ich spiele es halt auf normal. Aber trotzdem kann es schwer sein. Guck ja, dass ich schon so viel wie möglich loote, wenn ich zum Beispiel schlafe und so. Oh, hier kann ich jetzt auch rein. Einfach ein Bild. So. Okay, verstehe. War doch direkt ein Versteckding, ne? Ja, hier oben. Hey, warum kann ich nicht hoch? Oh Gott. Hallo, kennen wir schon. Nee, dich kenne ich nicht. Hallo. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. Ach so. So what do you want then? Das ist die Frau. Fancy buying something from me, maybe? What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Wow. Wahre Liebe und so. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory, and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that? Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have.
Schrotpatronen. So, schwer wird es dann mit mehr Bezirke und die ganzen verschiedenen Banden und Mafiosi in der Stadt. Wie ich schon sagte, ich bin ein Vamp-Doktor. Ach, ich kann wahrscheinlich nicht dahin, weil die Frau da steht. Es wäre sehr seltsam, wenn sie das sehen würde. Ne, ich sollte erstmal gucken, wer braucht denn überhaupt Hilfe. Der hat eine Erkältung, bei ihr weiß ich es noch nicht. Und Kopfschmerzen. Also. Ich überhaupt Erkältung und Kopfschmerzen, aber ich glaube, Kopfschmerzen habe ich noch. Habe ich noch nicht. Was stand da mit Gespräch? Achso, ich dachte. Hatte der andere, ich hab's nicht vergessen. Erkältung weiß ich nicht, okay. Kopfschmerzen kann ich noch nicht. Ja, gut. Kann man speichern? Nee. Das ist so gut. Hat er zwischendurch gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der wirklich speichert, wenn ich irgendwie. Apropos, warte mal. Teil eines gewöhnlichen Biss. 6 Stück. Warte, die Frau hat doch was gehabt. Moment. Hallo. Don't forget to keep an eye out for this guard of something, sweetie. My guess is they're recruiting for some. Ich muss euch mal Good evening, Miss Cobb. Hello again, Dr. Reed. handeln. Oh. Can I see what you have to sell? As long as you. War das ein Teil oder ein gewöhnliches Ding? Das kleine Teil, oder? Ja, da habe ich nicht genug, verdammt. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Sag mal. Okay, ich habe doch irgendwas herausgefunden. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break 1 or 2 of your bones, just so you remember it. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really. One of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Oh. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really?
You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Okay. Goodbye, Mr. Digby. Jetzt habe ich wieder einen Hinweis zu ihr. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Ich bin mal nett. Behind all your crude words and your attitude, I sense romance and a soft heart, Miss Cox. Romance? I have no time for such rubbish. I use Booth like I use everyone else. Scheißendreck. Ah, fuck. Goodbye, Miss Cox. Oh, wie ärgerlich. Ein zweiter Hinweis ist dahin. Respekt an die Leute, die alles richtig machen und, ja. Ah, Scheißendreck, ey. Dachte ich mir schon fast, dass sie so scheiße darauf reagiert. Ja, dann muss sie wohl schlafen zum Speichern. Obwohl, er hat gerade gespeichert. Nicht. Er hat gerade gespeichert. Ja gut, dann mach ich das nächste Mal weiter.